Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchend, rät ihm in Pylos und Sparta nach dem Vater sich zu erkundigen und die schwelgenden Freier aus dem Hause zu schaffen. Er redet das erste Mal mit Entschlossenheit zur Mutter und zu den Freiern. Nacht. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung, vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft. Aber die Freunde rettet er nicht, wie eifrig er strebte, denn sie bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben. Toren, welche die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers schlachteten. Siehe, der Gott nahm ihnen den Tag der Zurückkunft. Sage hievon auch uns ein weniges, Tochter Kronions. Alle die andern, so viel dem verderbenden Schicksal entflohen, waren jetzo daheim, dem Krieg entflohen und dem Meere. Ihn allein, der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte, hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Göttin Kalypso, in der gewölbeten Grotte und wünschte sich ihn zum Gemahle. Selbst da das Jahr nun kam im kreisenden Laufe der Zeiten, da ihm die Götter bestimmt, gen Ithaka wiederzukehren, hatte der Held noch nicht vollendet die müdende Laufbahn, auch bei den Seinigen nicht. Es jammerte seiner die Götter. Nur Poseidon zürnte den göttergleichen Odysseus unablässig, bevor er sein Vaterland wieder erreichte. Dieser war jetzo fern zu den Äthiopen gegangen. Äthiopen, die zwiefach geteilt sind, die äußersten Menschen, gegen den Untergang der Sonnen und gegen den Aufgang, welche die Hekatombe der Stier und Widder ihm brachten. Allda saß er, des Mahls sich freuend. Die übrigen Götter waren alle in Zeus des Olympios Hause versammelt. Unter ihnen begann der Vater der Menschen und Götter, denn er gedachte bei sich des tadellosen Ägisthos, den Agamemnons Sohn, der berühmte Orestes, getötet. Dessen gedacht er jetzo und sprach zu der Götterversammlung: Welche Klagen erheben die Sterblichen wider die Götter? Nur von uns, wie sie schreien, kommt alles übel, und dennoch schaffen die Toren sich selbst dem Schicksal entgegen, ihr Elend. So nahm jetzo Ägisthos dem Schicksal entgegen die Gattin Agamemnons zum Weib und erschlug den kehrenden Sieger, kundig des schweren Gerichts. Wir hatten ihn lange gewarnet, da wir ihm Hermes sandten, den wachsamen Argos-Besieger, weder jenen zu töten, noch um die Gattin zu werben. Denn von Orestes wird einst das Blut Agamemnons gerochen, wann er, ein Jüngling nun, des Vaters Erbe verlanget. So weissagte Hermeias, doch folgte dem heilsamen Rate nicht Ägisthos, und jetzt hat er alles auf einmal gebüßet. Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene: Unser Vater Kronion, der herrschenden Könige Herrscher, seiner verschuldeten Strafe ist jener Verräter gefallen. Möchte doch jeder so fallen, wer solche Taten beginnet. Aber mich kränkt in der Seele des weisen Helden Odysseus Elend, welcher so lang entfernt von den Seinen sich abhärmt, auf der umflossenen Insel, der Mitte des wogenden Meeres. Eine Göttin bewohnt das waldumschattete Eiland, Atlas' Tochter des Allerforschenden, welcher des Meeres
dunkle Tiefen kennt und selbst die ragenden Säulen aufhebt, welche die Erde vom hohen Himmel sondern. Dessen Tochter hält den ängstlich harrenden Dulder, immer schmeichelt sie ihm mit sanft liebkosenden Worten, dass er des Vaterlandes vergesse. Aber Odysseus sehnt sich, auch nur den Rauch von Ithakas heimischen Hügeln steigen zu sehen und dann zu sterben. Ist denn bei dir auch kein Erbarmen für ihn, Olympia? Brachte Odysseus nicht bei den Schiffen der Griechen in Trojas weitem Gefilde sühnender Opfer genug? Warum denn zürnest du so, Zeus? Ihr antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion. Welche Rede, mein Kind, ist deinen Lippen entflohen? Oh, wie könnte doch ich des edlen Odysseus vergessen, sein des weisesten Mannes und der die reichlichsten Opfer uns Unsterblichen brachte, des weiten Himmels Bewohnern. Poseidon verfolgt ihn, der Erdumgürter, mit heißer, unaufhörlicher Rache, weil er den Kyklopen geblendet, Polyphemos, den Riesen, der unter allen Kyklopen, stark wie ein Gott, sich erhebt. Ihn gebar die Nymphe Noosa, Phorkyns Tochter, des Herrschers im Wüstenreiche der Wasser, welche Poseidon einst in dämmernder Grotte bezwungen. Darum trachtet den Helden der Erderschütterer Poseidon nicht zu töten, allein von der Heimat irre zu treiben. Aber wir wollen uns alle zum Rat vereinen, die Heimkehr dieses Verfolgten zu fördern, und Poseidon entsage seinen Zorn, denn nichts vermag er doch wider uns alle, uns unsterblichen Göttern, allein entgegen zu kämpfen. Drauf antwortete Zeus, blauäugigste Tochter Athene: Unser Vater Kronion, der herrschenden Könige Herrscher, ist denn dieses im Rate der seligen Götter beschlossen, dass in sein Vaterland heimkehre der weise Odysseus. Auf, so lasst uns Hermeias, den rüstigen Argos-Besieger, senden hinab zu der Insel Ogygia, dass er der Nymphe mit schön wallenden Locken verkünde den heiligen Ratschluss von der Wiederkehr des leidengeübten Odysseus. Aber ich will gen Ithaka gehen, den Sohn des Verfolgten, mehr zu entflammen und Mut in des Jünglings Seele zu gießen, dass er zu Rat berufe die hauptumlockten Achaier und den Freiern verbiete, die stets mit üppiger Frechheit seine Schafe schlachten und sein schwer wandelndes Hornvieh, will ihn dann senden gen Sparta und zu der sandigen Pylos, dass er nach Kundschaft forsche von seines Vaters Zurückkunft und ein edler Ruf ihn unter den Sterblichen preise. Also sprach sie und band sich unter die Füße die schönen, goldnen, ambrosischen Sohlen, womit sie über die Wasser und das unendliche Land im Hauche des Windes einherschwebt, fasste die mächtige Lanze mit scharfer, eherner Spitze, schwer und groß und stark, womit sie die Scharen der Helden stürzt, wenn im Zorn sich erhebt die Tochter des schrecklichen Vaters. Eilend fuhr sie hinab von den Gipfeln des hohen Olympos, stand nun in Ithakas Stadt am Tore des Helden Odysseus vor der Schwelle des Hofs und hielt die eherne Lanze gleich dem Freunde des Hauses, dem Fürsten der Taphier Mentes. Aber die mutigen Freier erblickte sie an des Palastes Pforte, wo sie ihr Herz mit Steineschieben ergötzten, hin auf Häuten der Rinder gestreckt, die sie selber geschlachtet. Herold eilten umher und fleißige Diener im Hause. Jene mischten für sie den Wein in den Kelchen mit Wasser. Diese säuberten wieder mit lockern Schwämmen die Tische, stellten in Reihen sie hin und teilten die Menge des Fleisches. Pallas erblickte zuerst Telemachos, ähnlich den Göttern. Unter den Freiern saß er mit traurigem Herzen,
denn immer schwebte vor seinem Geiste das Bild des trefflichen Vaters, ob er nicht endlich käme, die Freier im Hause zerstreute und, mit Ehre gekrönt, sein Eigentum wieder beherrschte. Dem nachdenkend saß er bei jenen, erblickte die Göttin und ging schnell nach der Pforte des Hofs, unwillig im Herzen, dass ein Fremder so lang an der Türe harrte, empfing sie, drückt ihr die rechte Hand und nahm die eherne Lanze, redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte: Freue dich, fremder Mann, sei uns willkommen, und hast du dich mit Speise gestärkt, dann sage, was du begehrest. Also sprach er und ging, ihm folgete Pallas Athene. Als sie jetzt in den Saal des hohen Palastes gekommen, trug er die Lanz in das schön getäfelte Speerbehältnis, an die hohe Säule sie lehnend, an welcher noch viele andere Lanzen stunden, des leidengeübten Odysseus. Pallas führt er zum Thron und bereitet ein Polster ihr unter, schön und künstlich gewirkt. Ein Schemel stützte die Füße. Neben ihr setzt er sich selbst auf einen prächtigen Sessel, von den Freiern entfernt, dass nicht dem Gaste die Mahlzeit durch das wüste Getümmel der Trotzigen wurde verleidet. Und er um Kundschaft ihn von seinem Vater befragte. Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne über dem silbernen Becken das Wasser, beströmte zum Waschen ihnen die Händ und stellte vor sie die geglättete Tafel. Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte das Brot auf, und der Gerichte fiel aus ihrem gesammelten Vorrat. Hierauf kam der Zerleger und bracht in erhobenen Schüsseln allerlei Fleisch und setzte vor sie die goldenen Becher. Und ein geschäftiger Herold versorgte sie reichlich mit Weine. Jetzo kamen auch die mutigen Freier und saßen all in langen Reihen auf prächtigen Thronen und Sesseln. Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände, aber die Mägde setzten gehäufte Körbe mit Brot auf. Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit dem Getränke, und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, dachten die üppigen Freier auf neue Reize der Seelen, auf Gesang und Tanz, des Mahles liebliche Zierden. Und ein Herold reichte die schön gebildete Harfe Phemios hin, der an Kunst des Gesangs vor allen berühmt war. Phemios, der bei den Freiern gezwungen wurde zu singen. Prüfend durchrauscht er die Saiten und hub den schönen Gesang an. Aber Telemachos neigte das Haupt zu Pallas Athene und sprach leise zu ihr, damit es die andern nicht hörten: Lieber Gastfreund, wirst du mir auch die Rede verargen? Diese können sich wohl bei Saitenspiel und Gesange freuen, da sie ungestraft des Mannes habe verschwelgen, dessen weißes Gebein vielleicht schon an fernem Gestade modert im Regen, vielleicht von den Meereswogen gewälzt wird. Sähen sie jenen einmal zurück in Ithaka kommen, alle wünschten gewiss sich lieber noch schnellere Füße, als noch größere Last an Gold und prächtigen Kleidern. Aber es war sein Verhängnis, so hinzusterben, und keine Hoffnung erfreuet uns mehr, wenn auch zuweilen ein Fremdling sagt, er komme zurück. Der Tag ist auf immer verloren. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Wer, wes Volkes bist du, und wo ist deine Geburtsstadt? Und in welcherlei Schiff kamst du? Wie brachten die Schiffer dich nach Ithaka her? Was rühmen sich jene vor Leute? Denn unmöglich bist du doch hier zu Fuß gekommen. Dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse, bist du in Ithaka noch ein Neuling oder ein Gastfreund meines Vaters? Denn unser Haus besuchten von jeher
viele Männer, und er mocht auch mit Leuten wohl umgehen. Drauf antwortete Zeus' blauäugigste Tochter Athene: Dieses will ich dir alles und nach der Wahrheit erzählen. Mentes, Anchialos Sohn, des kriegserfahrenen Helden, rühm ich mich und beherrsche die ruderliebenden Taphos. Jetzo schifft ich hier an, denn ich steuere mit meinen Genossen über das dunkle Meer zu unverständlichen Völkern, mir in Temesa Kupfer für blinkendes Eisen zu tauschen, und mein Schiff liegt außer der Stadt am freien Gestade, in der reitrischen Bucht, an des waldichten Neonfuße. Lange preisen wir, schon von den Zeiten unserer Väter, uns Gastfreunde. Du darfst nur zum alten Helden Laertes gehen und fragen, der jetzt, wie man sagt, nicht mehr in die Stadt kommt, sondern in Einsamkeit auf dem Lande sein Leben vertrauert. Bloß von der Alten bedient, die ihm sein Essen und Trinken vorsetzt, wann er einmal vom fruchtbaren Rebengefilde, wo er den Tag hinschleicht, mit müden Gliedern zurückwankt. Aber ich kam, weil es hieß, dein Vater wäre nun endlich heimgekehrt, doch ihm wären vielleicht die Götter die Heimkehr. Denn noch starb er nicht auf Erden, der edle Odysseus, sondern er lebt noch, wo in einem umflossenen Eiland auf dem Meere der Welt ihn halten grausame Männer, wilde Barbaren, die dort mit Gewalt zu bleiben ihn zwingen. Aber ich will dir annitzt weissagen, wie es die Götter mir in die Seele gelegt und wie's wahrscheinlich geschehen wird. Denn kein Seher bin ich, noch Flüge zu deuten erleuchtet. Nicht mehr lange bleibt er von seiner heimischen Insel ferne, nicht lange mehr, und hielten ihn eiserne Bande. Sinnen wird er auf Flucht, und reich ist sein Geist an Erfindung. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Bist du mit dieser Gestalt ein leiblicher Sohn von Odysseus? Wundergleich bist du ihm, an Haupt und Glanze der Augen. Denn oft haben wir so uns zueinander gesellet, ehe er gen Troja fuhr mit den übrigen Helden Achaias. Seitdem hab ich Odysseus und jener mich nicht gesehen. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Dieses will ich dir, Freund, und nach der Wahrheit erzählen. Meine Mutter, die sagt es, er sei mein Vater. Ich selber weiß es nicht, denn von selbst weiß niemand, wer ihn bezeuget. Wär ich doch lieber der Sohn von einem glücklichen Manne, den bei seiner Habe das ruhige Alter beschliche. Aber der unglückseligste aller sterblichen Menschen ist, wie man sagt, mein Vater, weil du mich darum befragtest. Drauf antwortete Zeus' blauäugigste Tochter Athene: Nun, so werden die Götter doch nicht den Namen des Hauses tilgen, da solchen Sohn ihm Penelopeia geboren. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Was für ein Schmaus ist hier und Gesellschaft? Gibst du ein Gastmahl oder ein Hochzeitfest? Denn keinem Belag ist es ähnlich. Dafür scheinen die Gäste mit zu unbändiger Frechheit mir in dem Saale zu schwärmen. Ereifern müsste die Seele jedes vernünftigen Manns, der solche Gräuel mit ansäh. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Fremdling, weil du mich fragst und so genau dich erkundest, ehemals konnte dies Haus vielleicht begütert und glänzend heißen, da jener noch im Vaterlande verweilte. Aber nun haben es anders die grausamen Götter entschieden, welche den herrlichen Mann vor allen Menschen verdunkelt. Ach, ich trauerte selbst um den Tod des Vaters nicht so sehr, wär er mit seinen Genossen im Lande der Troer gefallen oder den Freunden im Arme, nachdem er den Krieg vollendet. Denn ein Denkmal hätte ihm das Volk der Achaier errichtet, und so wäre zugleich sein Sohn bei den Enkeln verherrlicht. Aber er ward unrühmlich ein Raub
der wilden Harpyen. Weder gesehen noch gehört verschwand er und ließ mir zum Erbteil Jammer und Weh. Doch jetzo bewein ich nicht jenen allein mehr. Ach, es bereiten mir die Götter noch andere Leiden. Alle Fürsten, so viel in diesen Inseln gebieten, in Dulichion, Same, der waldbewachsenen Zakynthos und so viele hier in der felsichten Ithaka herrschen. Alle werben um meine Mutter und zehren das Gut auf, aber die Mutter kann die aufgedrungene Vermählung nicht ausschlagen und nicht vollziehen. Nun verprassen die Schwelger all mein Gut und werden in kurzem mich selber zerreißen. Und mit zürnendem Schmerz antwortete Pallas Athene: Götter, wie sehr bedarfst du des lang abwesenden Vaters, dass sein furchtbarer Arm die schamlosen Freier bestrafe. Wenn er doch jetzo käm und vorn in der Pforte des Saales stünde, mit Helm und Schild und 2 Lanzen bewaffnet, so an Gestalt, wie ich ihn zum ersten Male gesehen, da er aus Ephyra kehrend von Ilos, Mimeros Sohne, sich in unserer Burg beim gastlichen Becher erquickte. Denn dorthin war Odysseus im schnellen Schiffe gesegelt, menschentötende Säfte zu holen, damit er die Spitze seiner gefiederten Pfeile vergiftete. Aber sie gab ihm Ilos nicht, denn er scheute den Zorn der unsterblichen Götter. Aber mein Vater gab ihm das Gift, weil er herzlich ihn liebte. Wenn doch in jener Gestalt Odysseus den Freiern erschiene, bald wär ihr Leben gekürzt und ihnen die Heirat verbittert. Aber dieses ruhet im Schoße der seligen Götter, ob er zur Heimat kehrt und einst in diesem Palaste Rache vergilt oder nicht. Dir aber gebiet ich zu trachten, dass du der Freier Schar aus deinem Hause vertreibest. Lieber, wohlan, merk auf und nimm die Rede zu Herzen. Fordere morgen zu Rat die edelsten aller Achaier. Rede vor der Versammlung und rufe die Götter zu Zeugen, allen Freiern gebeut, zu dem ihrigen sich zu zerstreuen. Und der Mutter verlangt ihr Herz die 2. Vermählung, kehre sie heim in das Haus des wohlbegüterten Vaters. Dort bereite man ihr die Hochzeit und statte sie reichlich ihrem Bräutigam aus, wie lieben Töchtern gebühret. Für dich selbst ist dieses mein Rat, wofern du gehorchest. Rüste das trefflichste Schiff mit 20 Gefährten und eile, Kundschaft dir zu erforschen vom lang abwesenden Vater, ob dir's einer verkünde der Sterblichen, oder du Ossa, Zeus Gesandte, vernehmest, die viele Gerüchte verbreitet. Erstlich fahre gen Pylos und frage den göttlichen Nestor, dann gen Sparta, zur Burg Menelaos, des bräunlich gelockten, welcher zuletzt heimkam von den erzgepanzerten Griechen. Hörst du, er lebe noch, dein Vater, und kehre zur Heimat, dann, wie bedrängt du auch seist, erduld es noch ein Jahr lang. Hörst du, er sei gestorben und nicht mehr unter den Menschen, siehe, dann kehre wieder zur lieben heimischen Insel, häufe dem Vater ein Mahl und opfere Totengeschenke, reichlich, wie sich's gebührt, und gib einem Manne die Mutter. Aber hast du dieses getan und alles vollendet, siehe, dann denk umher und überlege mit Klugheit, wie du die üppige Schar der Freier in deinem Palaste tötest mit heimlicher List oder öffentlich. Fürder geziemen Kinderwerke dir nicht, du bist dem Getändel entwachsen. Hast du nimmer gehört, welch ein Ruhm den edlen Orestes unter den Sterblichen preist, seitdem er den Meuchler Ägisthos umgebracht, der ihm den herrlichen Vater ermordet? Auch du, lieber, denn groß und stattlich bist du von Ansehen, halte dich wohl, dass einst die spätesten Enkel dich loben.
Ich will jetzo wieder zum schnellen Schiffe hinabgehen und den Gefährten, die mich vielleicht unwillig erwarten. Sorge nun selber für dich und nimm die Rede zu Herzen. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Freund, du redest gewiss mit voller herzlicher Liebe, wie ein Vater zum Sohn, und nimmer werd ich's vergessen. Aber verweile bei uns noch ein wenig, wie sehr du auch eilest. Lieber bade zuvor und gib dem Herzen Erfrischung, dass du mit frohem Mut heimkehrest zu dem Schiffe, bringest ein Ehrengeschenk, ein schönes, köstliches Kleinod, zum Andenken von mir, wie Freunde Freunden verehren. Drauf antwortete Zeus' blauäugigste Tochter Athene: Halte nicht länger mich auf, denn dringend sind meine Geschäfte. Dein Geschenk, das du mir im Herzen bestimmest, das gib mir, wann ich wiederkomme, damit ich zur Heimat es bringe, und empfange dagegen von mir ein würdiges Kleinod. Also redete Zeus' blauäugigste Tochter, und eilend flog wie ein Vogel sie durch den Kamin. Dem Jünglinge goss sie Kraft und Mut in die Brust und fachte des Vaters Gedächtnis heller noch an wie zuvor. Er empfand es im innersten Herzen und erstaunte darob. Ihm ahnete, dass es ein Gott war. Jetzo ging er zurück zu den Freiern, der göttliche Jüngling. Vor den Freiern sang der berühmte Sänger, und schweigend saßen sie all und horchten. Er sang die traurige Heimfahrt, welche Pallas Athene den Griechen von Troja beschieden, und im oberen Stock vernahm die himmlischen Töne auch Ikarios Tochter, die kluge Penelopeia. Eilend stieg sie hinab die hohen Stufen der Wohnung, nicht allein, sie wurde von 2 Jungfrauen begleitet. Als das göttliche Weib die Freier jetzo erreichte, stand sie still an der Schwelle des schönen, gewölbeten Saales. Ihre Wangen umwallte der feine Schleier des Hauptes, und an jeglichem Arm stand eine der stattlichen Jungfrauen. Tränend wandte sie sich zum göttlichen Sänger und sagte: Phemios, du weißt ja noch sonst viel reizende Lieder, Taten der Menschen und Götter, die unter den Sängern berühmt sind. Singe denn davon eins vor diesen Männern, und schweigend trinke jeder den Wein. Allein mit jenem Gesange quäle mich nicht, der stets mein armes Herz mir durchbohret. Denn mich traf ja vor allen der unaussprechlichste Jammer. Ach, den besten Gemahl bewein ich und denke beständig jenes Mannes, der weit durch Hellas und Argos berühmt ist. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Meine Mutter, warum verargst du dem lieblichen Sänger, dass er mit Liedern uns reizt, wie sie dem Herzen entströmen? Nicht die Sänger sind des zu beschuldigen, sondern allein Zeus, welcher die Meister der Kunst nach seinem Gefallen begeistert. Zürne denn nicht, weil dieser die Leiden der Danaer singet, denn der neueste Gesang erhält vor allen Gesängen immer das lauteste Lob der aufmerksamen Versammlung, sondern stärke vielmehr auch deine Seele zu hören. Nicht Odysseus allein verlor den Tag der Zurückkunft unter den Troern, es sanken mit ihm viel andere Männer. Aber gehe nun heim, besorge deine Geschäfte, Spindel und Webestuhl, und treib an beschiedener Arbeit deine Mägde zum Fleiß. Die Rede gebühret den Männern und vor allen mir, denn mein ist die Herrschaft im Hause. Staunend kehrte die Mutter zurück in ihre Gemächer und erwog im Herzen die kluge Rede des Sohnes. Als sie nun oben kam mit den Jungfrauen, weinte sie wieder ihren trauten Gemahl Odysseus, bis ihr Athene sanft mit süßem Schlummer die Augenlider betaute.
Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattigten Saale, denn sie wünschten sich alle, mit ihr das Bette zu teilen, und der verständige Jüngling Telemachos sprach zur Versammlung: Freier meiner Mutter, voll übermütigen Trotzes, freut euch jetzo des Mahls und erhebt kein wüstes Gedümmel, denn es füllt ja mit Wonne das Herz, dem Gesange zu horchen, wann ein Sänger wie dieser die Töne der himmlischen nachahmt. Morgen wollen wir uns zu den Sitzen des Marktes versammeln, dass ich euch allen dort freimütig und öffentlich rate, mir aus dem Hause zu gehen. Sucht künftig andere Mähler, zehret von euren Gütern und lasst die Bewirtungen umgehen. Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet, eines Mannes Hab ohn alle Vergeltung zu fressen, schlingt sie hinab. Ich werde die ewigen Götter anflehen, ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle, dass ihr in unserem Haus auch ohne Vergeltung dahin stürzt. Also sprach er. Da bissen sie ringsumher sich die Lippen, über den Jüngling erstaunt, der so entschlossen geredet. Aber Eupeithes Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort: Ei, dich lehren gewiss, Telemachos, selber die Götter, vor der Versammlung so hoch und so entschlossen zu reden, dass Kronion dir ja die Herrschaft unseres Eilands nicht vertraue, die dir von deinem Vater gebühret. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: O Antinoos, wirst du mir auch die Rede verargen? Gerne nehm ich sie an, wenn Zeus sie schenkte, die Herrschaft. Oder meinst du, es sei das Schlechteste unter den Menschen? Wahrlich, es ist nichts Schlechtes zu herrschen. Des Königes Haus wird schnell mit Schätzen erfüllt, er selber höher geachtet. Aber es wohnen ja sonst genug achaiische Fürsten in dem umfluteten Reiche von Ithaka, Jüngling und Greise. Nehm es einer von diesen, wofern Odysseus gestorben. Doch behalt ich für mich die Herrschaft unseres Hauses und der Knechte, die mir der edle Odysseus erbeutet. Aber Polybos Sohn Eurymachos sagte dagegen: Dies, Telemachos, ruht im Schoße der seligen Götter, der das umflutete Reich von Ithaka künftig beherrschet. Aber die Herrschaft im Haus und dein Eigentum bleiben dir sicher. Komme nur keiner und raube dir je mit gewaltsamen Händen deine Habe, solange noch Männer in Ithaka wohnen. Aber ich möchte dich wohl um den Gast befragen, mein Bester. Sage, woher ist der Mann und welches Landes Bewohner rühmt er sich? Wo ist sein Geschlecht und väterlich Erbe? Bracht er dir etwa Botschaft von deines Vaters Zurückkunft, oder kam er hierher in seinen eigenen Geschäften? Warum eilt er so plötzlich hinweg und scheute so sichtbar unsere Bekanntschaft? Gewiss, unedel war seine Gestalt nicht. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Hin, Eurymachos ist auf immer des Vaters Zurückkunft. Darum trau ich nicht mehr Botschaften, woher sie auch kommen. Kümmere mich nie um Deutungen mehr, wen auch immer die Mutter zu sich ins Haus berufe, um unser Verhängnis zu forschen. Dies war ein taphischer Mann, mein angeborener Gastfreund, Mentes, Anchialos Sohn, des Kriegs erfahrenen Helden, rühmt er sich und beherrscht die ruderliebende Taphos. Also sprach er, im Herzen erkannt er die heilige Göttin, und sie wandten sich wieder zum Tanz und frohen Gesange und belustigten sich, bis ihnen der Abend herabsank. Als den Lustigen nun der dunkle Abend herabsank, gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen. Aber Telemachos ging zu seinem hohen Gemache, auf dem prächtigen Hof, in weit umschauender Gegend. Dorthin ging er zur Ruh, mit tief bekümmerter Seele.
Vor ihm ging mit brennenden Fackeln die tüchtige alte Eurykleia, die Tochter Ops des Sohnes Peisenors, welche vor dem Laertes mit seinem Gute gekaufet, in jungfräulicher Blüte, für 20 Rinder. Er ehrte sie im hohen Palast, gleich seiner edlen Gemahlin, aber berührte sie nie, aus Furcht vor dem Zorne der Gattin. Diese begleitete ihn mit brennenden Fackeln, sie hat ihn unter den Mägden am liebsten und pflegt ihn, als er ein Kind war. Und er öffnete jetzt die Türe des schönen Gemaches, setzte sich auf sein Lager und zog das weiche Gewand aus, warf es dann in die Hände der wohlbedächtigen Alten. Diese fügte den Rock geschickt in Falten und hängt ihn an den hölzernen Nagel zur Seite des zierlichen Bettes, ging aus der Kammer und zog mit dem silbernen Ringe die Türe hinter sich an und schob den Riegel vor mit dem Riemen. Also lag er die Nacht mit feiner Wolle bedecket und umdachte die Reise, die ihm Athene geraten. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Zweiter Gesang. Am Morgen beruft Telemachos das Volk und verlangt, dass die Freier sein Haus verlassen. Antinoos verweigert's. Ein Vogelzeichen von Eurymachos verhöhnt. Telemachos bittet um ein Schiff, nach dem Vater zu forschen. Mentor rügt den Kaltsinn des Volks. Aber ein Freier trennt spottend die Versammlung. Athene in Mentors Gestalt verspricht dem einsamen Schiff und Begleitung. Die Schaffnerin Eurykleia gibt Reisekost. Athene erhält von Noemon ein Schiff und bemannt es. Am Abend wird die Reisekost eingebracht und Telemachos, ohne Wissen der Mutter, fährt mit dem scheinbaren Mentor nach Pylos. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, sprang er vom Lager empor, der geliebte Sohn von Odysseus, legte die Kleider an und hängte das Schwert um die Schulter, band die schönen Sohlen sich unter die zierlichen Füße, trat aus der Kammer hervor, geschmückt mit göttlicher Hoheit, und gebot den Herolden, schnell mit tönender Stimme zur Versammlung zu rufen die hauptumlockten Achaier. Tönend riefen sie aus, und flugs war alles versammelt. Als die Versammelten jetzt in geschlossener Reihe sich drängten, ging er unter das Volk, in der Hand die eherne Lanze. Nicht allein, ihn begleiteten zween schnellfüßige Hunde. Siehe, mit himmlischer Anmut umstrahlt ihn Pallas Athene, dass die Völker alle dem kommenden Jünglinge staunten. Und er saß auf des Vaters Stuhl, ihm wichen die Greise. Jetzo begann der Held Aigyptios vor der Versammlung, dieser gebückte Greis voll tausendfacher Erfahrung. Dessen geliebter Sohn war samt dem edlen Odysseus gegen die reisigen Trojas im hohlen Schiffe gesegelt. Antiphos, tapfer und kühn, den hatte der arge Kyklope in der Höhle zerfleischt und zum letzten Schmause bereitet. Noch 3 andere hat er. Der eine, Eurynomos, lebte unter den Freiern, und zween besorgten des Vaters Geschäfte.
Dennoch bejammert er stets des verlorenen Sohnes Gedächtnis. Tränend begann der Greis und redete vor der Versammlung: Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage. Keine Versammlung ward und keine Sitzung gehalten, seit der edle Odysseus die Schiffe in Troja geführt hat. Wer hat uns denn heute versammelt? Welcher der Alten oder der Jünglinge hier? Und welche Sache bewog ihn? Höret er etwa Botschaft von einem nahenden Kriegsheer, dass er uns allen verkünde, was er am ersten vernommen? Oder weiß er ein anderes zum Wohl des Landes zu raten? Bieder scheinet er mir und segenswürdig. Ihm lasse Zeus das Gute gedeihn, so er im Herzen gedenket. Sprach's, und Telemachos, froh der heilweissagenden Worte, saß nicht länger. Er trat mit heißer Begierde zu reden in die Mitte des Volks, den Zepter reichte Peisenor ihm in die Hand, der Herold, mit weisem Rate begabet. Und er wandte zuerst sich gegen den Alten und sagte: Edler Greis, nicht fern ist der Mann, gleich sollst du ihn kennen. Ich versammelte euch, mich drückt am meisten der Kummer. Keine Botschaft hört ich von einem nahenden Kriegsheer, dass ich euch allen verkünde, was ich am ersten vernommen. Auch nichts anderes weiß ich zum Wohl des Landes zu raten, sondern ich rede von mir, von meines eigenen Hauses zwiefacher Not. Zuerst verlor ich den guten Vater, euren König, der euch mit Vaterliebe beherrschte. Und nun leid ich noch mehr. Mein ganzes Haus ist vielleicht bald tief ins Verderben gestürzt und all mein Vermögen zertrümmert. Meine Mutter umdrängen mit ungestümer Bewerbung Freier, geliebte Söhne der edelsten unseres Volkes. Diese scheuen sich nun, zu Ikarios Hause zu wandeln, ihres Vaters, dass er mit reichem Schatze die Tochter gäbe, welchem er wollte und wer ihm vor allem gefiele, sondern sie schalten von Tage zu Tag in unserm Palaste, schlachten unsere Rinder und Schaf und gemästeten Ziegen für den üppigen Schmaus und schwelgen im funkelnden Weine, ohne Scheu. Und alles wird leer, denn es fehlt uns ein solcher Mann, wie Odysseus war, die Plage vom Hause zu wenden. Wir vermögen sie nicht zu wenden. Und ach, auf immer werden wir hilflos sein und niemals Tapferkeit üben. Wahrlich, ich wendete sie, wenn ich nur Stärke besäße. Ganz unerträglich begegnet man mir, ganz wider die Ordnung wird mir mein Haus zerrüttet. Erkennt doch selber das Unrecht oder scheuet euch doch vor andern benachbarten Völkern, welche rings uns umwohnen, und bebt vor der Rache der Götter, dass sie euch nicht im Zorne die Übeltaten vergelten. Freunde, ich fleh euch bei Zeus, dem Gott des Olympos, und Themis, welche die Menschen zum Rat versammelt und wieder zerstreuet. Haltet ein
und begnügt euch, dass mich der traurigste Kummer quält. Hat etwa je mein guter Vater Odysseus euch vorsätzlich beleidigt, ihr schön geharnischten Griechen, dass ihr mich zum Vergelt vorsätzlich wieder beleidigt? Warum reizet ihr diese? Mir wäre besser geraten, wenn ihr selber mein Gut und meine Herden hinabschlenkt. Tätet ihr's, so wäre noch eine Erstattung zu hoffen, denn wir würden so lange die Stadt durchwandern, so flehend wiederfordern das unsere, bis alles wäre vergütet. Aber nun häuft ihr mir unheilbaren Schmerz auf die Seele. Also sprach er im Zorn und warf den Zepter zur Erde, Tränen vergießend, und rührte die ganze Versammlung zum Mitleid. Schweigend saßen sie all umher, und keiner im Volke wagte Telemachos Rede mit Drohn entgegenzuwüten. Aber Eupeithes Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort: Jüngling von trotziger Red und verwegenem Mute, was sprachst du da für Lästerung aus? Du machtest uns gerne zum Abscheu, aber es haben die Freier an dir des keines verschuldet. Deine Mutter ist schuld, die listigste unter den Weibern. Denn 3 Jahre sind schon verflossen und bald auch das 4., seit sie mit eitlem Wahne die edlen Achaier verspottet. Allen verheißt sie Gunst und sendet jedem besonders schmeichelnde Botschaft. Allein im Herzen denket sie anders. Unter anderen Listen ersann sie endlich auch diese. Trüglich zettelte sie in ihrer Kammer ein feines, übergroßes Geweb und sprach zu unserer Versammlung: Jünglinge, die ihr mich liebt nach dem Tode des edlen Odysseus, dringt auf meine Vermählung nicht eher, bis ich den Mantel fertig gewirkt, damit nicht umsonst das Garn mir verderbe, welcher dem Helden Laertes zum Leichengewande bestimmt ist, wann ihn die finstre Stunde mit Todesschlummer umschattet, dass nicht irgend im Lande mich eine Achaierin tadle, läg er uneingekleidet, der einst so vieles beherrschte. Also sprach sie mit List und bewegte die Herzen der Edlen. Und nun webete sie des Tages am großen Gewebe, aber des Nachts, dann trennte sie's auf beim Scheine der Fackeln. Also täuschte sie uns 3 Jahr und betrog die Achaier. Als nun das 4. Jahr im Geleite der Horen herankam und mit dem wechselnden Mond viele Tage waren verschwunden, da verkündet uns eine der Weiber das schlaue Geheimnis, und wir fanden sie selbst bei der Trennung des schönen Gewebes. Also mußte sie's nun auch wider Willen vollenden. Siehe, nun deuten die Freier dir an, damit du es selber wissest in deinem Herzen und alle Achaier es wissen. Sende die Mutter hinweg und gebeut ihr, dass sie zum Manne nehme, wer ihr gefällt,
und wen der Vater ihr wählet. Aber denkt sie noch lange zu höhnen, die edlen Achaier, und sich der Gaben zu freuen, die ihr Athene verliehen hat, wundervolle Gewande mit klugem Geiste zu wirken und der erfindsamen List, die selbst in Jahren der Vorwelt keine von Griechenlands schönlockigen Töchtern gekannt hat. Tyro nicht, noch Alkmene und nicht die schöne Mykene, keine von allen war der erfindsamen Penelopeia gleich an Verstand, so soll ihr doch diese Erfindung nicht glücken, denn wir schmausen so lange von deinen Herden und Gütern, als sie in diesem Sinne beharrt, den jetzo die Götter ihr in die Seele gegeben. Sich selber bringet sie freilich großen Ruhm, dir aber Verlust an großem Vermögen. Eher weichen wir nicht zu den unsrigen oder zu andern, ehe sie aus den Achaiern sich einen Bräutigam wählet. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Ganz unmöglich ist mir's, Antinoos, die zu verstoßen, die mich gebar und erzog. Mein Vater leb in der Fremde oder sei tot. Schwer wurde mir auch des Gutes Erstattung an Ikarios sein, verstieß ich selber die Mutter. Denn hart würde gewiss ihr Vater mich drücken und härter noch die göttliche Rache, wenn von uns scheidend die Mutter mich den grausamen Erinyen verfluchte. Dann wär ich ein Abscheu aller Menschen. O nein, ich kann ihr das nicht gebieten. Haltet ihr euch dadurch in eurem Herzen beleidigt, nun, so geht aus dem Haus und sucht euch andere Mähler. Zehret von eurem Gut und lasst die Bewirtungen umgehen. Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet, eines Mannes Hab ohne alle Vergeltung zu fressen, schlingt sie hinab. Ich werde die ewigen Götter anflehen, ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle, dass ihr in unserem Haus auch ohne Vergeltung dahinstürzt. Also sprach er. Da sandte der Gott weithallender Donner ihm zween Adler herab vom hohen Gipfel des Berges. Anfangs schwebten sie sanft einher im Hauche des Windes, einer nahe dem andern mit ausgebreiteten Schwingen. Jetzo über der Mitte der stimmenvollen Versammlung flogen sie wirbelnd herum und schlugen stark mit den Schwingen, schauten auf aller Scheitel herab und drohten Verderben und zerkratzten sich selbst mit den Klauen die Wangen und Hälse, und sie wandten sich rechts und stürmten über die Stadt hin. Alle staunten dem Zeichen, das ihre Augen gesehen, und erwogen im Herzen das vorbedeutete Schicksal. Unter ihnen begann der graue Held Halitherses, Mastors Sohn, berühmt vor allen Genossen des Alters, Vogelflüge zu deuten
und künftige Dinge zu reden. Dieser erhub im Volke die Stimme der Weisheit und sagte: Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage. Aber vor allen gilt die Freier meine Verkündung. Ihre Häupter umschwebt ein schreckenvolles Verhängnis, denn nicht lange mehr weilet Odysseus fern von den Seinen, sondern er nahet sich schon und bereitet Tod und Verderben diesen allen. Auch droht noch vielen andern das Unglück, uns Bewohnern der Hügel von Ithaka. Lasst uns denn jetzo überlegen, wie wir sie mäßigen, oder sie selber mäßigen sich und gleich zu ihrer eigenen Wohlfahrt. Euch weissaget kein Neuling, ich red aus alter Erfahrung. Wahrlich, das alles geht in Erfüllung, was ich damals deutete, als die Argeier in hohlen Schiffen gen Troja fuhren, mit ihnen zugleich der erfindungsreiche Odysseus. Nach unendlicher Trübsal, entblößt von allen Gefährten, allen Seinigen fremd, wird er im 20. Jahre wieder zur Heimat kehren. Das wird nun alles erfüllet. Aber Polybos Sohn Eurymachos sagte dagegen: Hurtig zu Hause mit dir, o Greis, und deute das Schicksal deinen Söhnen daheim, dass ihnen kein Übel begegne. Dieses versteh ich selber und besser als du zu deuten. Freilich schweben der Vögel genug in den Strahlen der Sonne, aber nicht alle verkünden ein Schicksal. Wahrlich, Odysseus starb in der Fern. O wärest auch du mit ihm ins Verderben hingefahren, dann schwatztest du hier nicht so viel von der Zukunft, suchtest nicht Telemachos Groll noch mehr zu erbittern, harrend, ob er vielleicht dein Haus mit Geschenken bereichere. Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllet, wo du den Jüngling dort Kraft deiner alten Erfahrung durch dein schlaues Geschwätz aufwiegelst, sich wild zu gebärden, dann wird er selber zuerst noch tiefer sinken in Drangsal und im geringsten nichts vor diesen Männern vermögen. Und du sollst es, o Greis, mit schwerer, kränkender Buße uns entgelten, damit du es tief in der Seele bereuest. Aber Telemachos höre statt aller nun meinen Rat an. Zwing er die Mutter, zum Hause des Vaters wiederzukehren. Dort bereite man ihr die Hochzeit und statte sie reichlich ihrem Bräutigam aus, wie lieben Töchtern gebühret. Eher werden gewiss der Achaier Söhne nicht abstehen, Penelopeia zu drängen. Denn siehe, wir zittern vor niemand, selbst vor Telemachos nicht, und wär er auch noch so gesprächig, achten auch der Deutungen nicht, die du eben, o Alter, so in den Wind hinschwatztest. Du wirst uns nur immer verhasster. Unser schwelgender Schmaus soll wieder beginnen und niemals Ordnung im Hause bestehen.
bis jene sich den Achaiern wegen der Hochzeit erklärt. Wir wollen in steter Erwartung, künftig wie vor, um den Preis wetteifern und nimmer zu andern Weibern gehen, um die jedwedem zu werben erlaubt ist. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Hör, Eurymachos, hört ihr andern glänzenden Freier, hierum werd ich vor euch nicht weiter flehen noch reden, denn das wissen ja schon die Götter und alle Achaier. Aber gebt mir ein rüstiges Schiff und 20 Gefährten, welche mit mir die Pfade des weiten Meeres durchsegeln, denn ich gehe gen Sparta und zu der sandigen Pylos, um nach Kunde zu forschen vom lang abwesenden Vater, ob mir's einer verkünde, der Sterblichen, oder ich Ossa, Zeus Gesandte, vernehme, die viele Gerüchte verbreitet. Hör ich, er lebe noch, mein Vater, und kehre zur Heimat, dann, wie bedrängt ich auch sei, erduld ich's noch ein Jahr lang. Hör ich, er sei gestorben und nicht mehr unter den Menschen, siehe, dann kehr ich wieder zur lieben heimischen Insel, häufe dem Vater ein Mahl und opfere Totengeschenke reichlich, wie sich's gebührt, und geb einem Manne die Mutter. Also sprach der Jüngling und setzte sich. Jetzo erhub sich Mentor, ein alter Freund des tadellosen Odysseus, dem er von Ithaka schiffend des Hauses Sorge vertrauet, dass er dem Greise gehorcht und alles in Ordnung erhielte. Dieser erhub im Volk die Stimme der Weisheit und sagte: Höret mich jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage. Künftig befleiße sich keiner der zepterführenden Herrscher, huldreich, mild und gnädig zu sein und die Rechte zu schützen, sondern er wüte nur stets und frevle mit grausamer Seele. Niemand erinnert sich ja des göttergleichen Odysseus von den Völkern, die er mit Vaterliebe beherrschte. Aber ich eifre jetzt nicht gegen die trotzigen Freier, die so gewaltsame Taten mit tückischer Seele beginnen, denn sie weihen ihr Haupt dem Verderben, da sie Odysseus habe, wie Räuber verprassen und wähnen, er kehre nicht wieder. Jetzo schelt ich das übrige Volk, dass ihr alle so gänzlich stumm dasitzt und auch nicht mit einem strafenden Worte diese Freier, die wenigen, zähmt, da euer so viel sind. Aber Euenos Sohn Leokritos sagte dagegen: Mentor, du Schadenstifter von törichtem Herzen, was sprachst du da vor Lästerung aus und befahlst, uns Freier zu zähmen? Schwer, auch mehreren, ist der Kampf mit schmausenden Männern, wenn auch selbst Odysseus, der Held von Ithaka, käme und die glänzenden Freier, die seine Güter verschmausen, aus dem Palaste zu treiben gedächte, so würde sich dennoch
seine Gemahlin nicht, wie sehr sie auch schmachtet, der Ankunft freuen. Ihn träfe gewiß auf der Stelle das Schreckenverhängnis, wenn er mit mehreren kämpfte. Du hast nicht klüglich geredet, aber wohlan, ihr Männer, zerstreut euch zu euren Geschäften. Diesem beschleunigen wohl Halitherses und Mentor die Reise, welche von alters her Odysseus Freunde gewesen. Aber ich hoffe, er sitzt noch lang und spähet sich Botschaft hier in Ithaka aus. Die Reise vollendet er niemals. Also sprach der Freier und trennte schnell die Versammlung. Alle zerstreuten sich, ein jeder zu seinen Geschäften. Aber die Freier gingen zum Hause des edlen Odysseus. Und Telemachos ging beiseit ans Ufer des Meeres, wusch in der grauen Flut die Händ und flehte Athenen: Höre mich, Gott, der du gestern in unserem Hause erschienest und mir befahlst, im Schiffe das dunkle Meer zu durchfahren und nach Kunde zu forschen vom lang abwesenden Vater. Himmlischer, siehe, das alles verhindern nun die Achaier, aber am meisten die Freier, voll übermütiger Bosheit. Also sprach er flehend. Ihm nahte sich Pallas Athene, Mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme. Und sie redet ihn an und sprach die geflügelten Worte: Jüngling, du mußt dich hinfort nicht feige betragen, noch töricht. Hast du von deinem Vater die hohe Seele geerbet, bist du, wie jener einst, gewaltig in Taten und Worten, dann wird keiner die Reise dir hindern oder vereiteln. Aber bist du nicht sein Samen und Penelopeiens, dann verzweifel ich, du wirst niemals dein Beginnen vollenden. Wenige Kinder nur sind gleich den Vätern an Tugend, schlechter als sie die meisten und nur sehr wenige besser. Wirst du dich aber hinfort nicht feige betragen, noch töricht, und verließ dich nicht völlig der Geist des großen Odysseus, dann ist Hoffnung genug, du wirst das Werk noch vollenden. Darum kümmere dich nicht das Sinnen und Trachten der Freier. Toren sind sie und kennen Gerechtigkeit weder noch Weisheit, ahnen auch nicht einmal den Tod und das schwarze Verhängnis, welches schon naht, um sie alle an einem Tage zu würgen. Aber dich soll nichts mehr an deiner Reise verhindern. Ich, der älteste Freund von deinem Vater Odysseus, will dir rüsten ein hurtiges Schiff und dich selber begleiten. Geh nun wieder zu Haus und bleib in der Freier Gesellschaft. Dann bereite dir Zehrung und hebe sie auf in Gefäßen, Wein in irdenen Krügen und Mehl, das mag der Männer, in dichtnähtigen Schläuchen. Ich will jetzt unter dem Volke dir Freiwillige sammeln zu Ruderern. Viel sind der Schiffe,
an der umfluteten Küste von Ithaka, neue bei alten. Hiervon will ich für dich der trefflichsten eines erlesen. Hurtig rüsten wir dieses und steuern ins offene Weltmeer. Also sprach Athenaia, Kronions Tochter, und länger säumte Telemachos nicht. Er gehorchte der Stimme der Göttin und ging wieder zu Hause mit tief bekümmertem Herzen. Allda fand er die Schar der stolzen Freier. Im Hofe streiften sie Ziegen ab und sengten gemästete Schweine. Und Antinoos kam ihm lachend entgegengewandelt, fasste Telemachos Hand und sprach mit freundlicher Stimme: Jüngling mit trotziger Red und verwegenem Mute, sei ruhig und bekümmere dich nicht um böse Taten und Worte. Lass uns künftig wie vor in Wollust essen und trinken. Dieses alles besorgen dir schon die Achaier, ein schnelles Schiff und erlesene Gefährten, damit du die göttliche Pylos bald erreichst und Kunde vom trefflichen Vater erforschest. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: O wie ziemte mir das, Antinoos, unter euch Stolzen schweigend am Mahle zu sitzen und ruhig im Taumel der Freude? Ist es euch nicht genug, ihr Freier, dass ihr so lange meine köstlichen Güter verschwelgt habt, da ich ein Kind war? Jetzt, da ich größer bin und tüchtig, anderer Reden nachzuforschen und höher der Mut im Busen mir steiget, werd ich streben, auf euch des Todes Rache zu bringen, ob ich gen Pylos geh oder hier in Ithaka bleibe. Reisen will ich, und nichts soll meinen Entschluss mir vereiteln im gedungenen Schiffe. Denn weder Schiffe noch Ruderer hab ich in meiner Gewalt. So schien es euch freilich am besten. Also sprach er und zog die Hand aus der Hand des Verräters leicht. Die Freier im Saale bereiteten emsig die Mahlzeit, und sie spotteten seiner und redeten höhnende Worte. Unter dem Schwarme begann ein übermütiger Jüngling: Wahrlich, Telemachos sinnt recht ernstlich auf unsere Ermordung. Gebt nur Acht, er holet sich Hilf aus der sandigen Pylos oder sogar aus Sparta. Er treibt's mit gewaltigem Eifer, oder er lenkt auch jetzo nach Ephyras fruchtbarem Lande seine Fahrt und kauft sich tötende Gifte, die mischt er heimlich in unseren Wein. Dann sind wir alle verloren. Und von neuem begann ein übermütiger Jüngling. Aber wer weiß, ob dieser nicht auch mit dem Leben die Schifffahrt fern von den Seinen bezahlt, umhergestürmt wie Odysseus. Denkt, dann macht er uns hier noch sorgenvollere Arbeit. Teilen müssten wir ja das ganze Vermögen und räumen seiner Mutter das Haus und ihrem jungen Gemahle. Aber Telemachos stieg
ins hohe, weite Gewölbe seines Vaters hinab, wo Gold und Kupfer gehäuft lag, prächtige Kleider in Kasten und Fässer voll duftenden Öles. Allda standen auch Tonnen mit altem balsamischen Weine, welche das lautre Getränk, das süße, das göttliche faßten, nach der Reihe gelehnt an die Mauer, wenn jemals Odysseus wieder zur Heimat kehrte nach seiner unendlichen Trübsal. Fest verschloss das Gewölbe die wohl einfugende Türe, mit zween Riegeln verwahrt. Die Schaffnerin schaltete drinnen Tag und Nacht und bewachte die Güter mit sorgsamer Klugheit. Eurykleia, die Tochter Ops des Sohnes Peisenors, und Telemachos rief sie hinein ins Gewölb und sagte: Mütterchen, eil und schöpfe mir Wein in irdene Krüge, mild und edel, den besten nach jenem, welchen du schonest für den duldenden König, den göttergleichen Odysseus, wenn er einmal heimkehret, dem Todesschicksal entronnen. Hiermit fülle mir 12 und spünde sie alle mit Deckeln. Ferner schütte mir Mehl in dicht genähte Schläuche. 20 Maße gib mir des fein gemahlenen Mehles. Aber tu es geheim und lege mir alles zusammen, denn am Abende komm ich und hol es, wenn sich die Mutter in ihr oberes Zimmer entfernt und der Ruhe gedenket. Denn ich gehe gen Sparta und zu der sandigen Pylos, um nach Kunde zu forschen von meines Vaters Zurückkunft. Also sprach er, da schluchzte die Pflegerin Eurykleia. Laut wehklagend begann sie und sprach die geflügelten Worte: Liebes Söhnchen, wie kann in dein Herz ein solcher Gedanke kommen? Wo denkst du denn hin, in die weite Welt zu gehen, einziger, liebster Sohn? Ach, ferne vom Vaterlande starb der edle Odysseus bei unbekannten Barbaren, und sie werden dir gleich, wenn du gehst, nachstellen die Meuchler, dass sie dich töten mit List und alles unter sich teilen. Bleibe denn hier und sitz auf dem deinigen. Lieber, was zwingt dich, auf der wütenden See in Not und Kummer zu irren? Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Mütterchen, sei getrost, ich handle nicht ohne die Götter, aber schwöre mir jetzo, es nicht der Mutter zu sagen, ehe der 11. Tag vorbei ist oder der 12. oder mich jene vermisst und hört von meiner Entfernung, dass sie nicht durch Tränen ihr schönes Antlitz entstelle. Also sprach er, da schwur sie bei allen unsterblichen Göttern, als sie es jetzo gelobt und vollendet den heiligen Eidschwur, schöpfte sie ihm alsbald des Weines in irdene Krüge, schüttete ferner das Mehl in dicht genähete Schläuche, und Telemachos ging in den Saal zu der Freier Gesellschaft. Aber ein neues ersann
die heilige Pallas Athene. In Telemachos Bildung erscheinend, eilte sie ringsum durch die Stadt und sprach mit jedem begegnenden Manne und befahl, sich am Abend beim rüstigen Schiffe zu sammeln. Hierauf bat sie Phronions Sohn, den edlen Noemon, um ein rüstiges Schiff, und dieser versprach es ihr willig. Und die Sonne sank, und dunkel umhüllte die Pfade. Siehe, nun zog die Göttin das Schiff in die Wellen und brachte alle Geräte hinein, die Rüstung segelnder Schiffe, stellt es darauf am Ende der Bucht. Die tapfern Gefährten standen versammelt umher, und jeden ermahnte die Göttin. Und ein neues ersann die heilige Pallas Athene. Eilend ging sie zum Hause des göttergleichen Odysseus, übertauerte sanft mit süßem Schlafe die Freier, machte die Säufer berauscht, und den Händen entsanken die Becher. Müde wankten sie heim durch die Stadt und konnten nicht länger sitzen, da ihnen der Schlaf die Augenlider bedeckte. Aber Telemachos rief die heilige Pallas Athene aus dem Saale hervor des schön gebauten Palastes. Mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme. Jetzo, Telemachos, sitzen die schön geharnischten Freunde alle am Ruder bereit und harren nur deiner zur Abfahrt. Lass uns zu Schiffe gehen und die Reise nicht länger verschieben. Als sie die Worte geredet, da wandelte Pallas Athene eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin. Und da sie jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten, fanden sie an dem Gestade die hauptumlockten Genossen. Unter ihnen begann Telemachos, heilige Stärke. Kommt, Geliebte, mit mir die Zehrung zu holen. Sie liegt schon alle beisammen im Haus, und nichts argwöhnet die Mutter, noch die übrigen Mägde, nur eine weiß das Geheimnis. Also sprach er und eilte voran. Sie folgten dem Führer, brachten alles und legten's im schön gebordeten Schiffe nieder, wie ihnen befahl der geliebte Sohn von Odysseus. Und Telemachos trat in das Schiff, geführt von Athenen. Diese setzte sich hinten am Steuer. Nahe der Göttin setzte Telemachos sich. Die andern lösten die Seile, traten dann selber ins Schiff und setzten sich hin auf die Bänke. Einen günstigen Wind sandt ihnen Pallas Athene. Leise streifte der West das rauschende, dunkle Gewässer. Aber Telemachos trieb und ermahnte die lieben Gefährten, schnell die Geräte zu ordnen. Sie folgeten seinem Befehle, stellten den fichtenen Mast in die mittlere Höhle des Bodens, richteten hoch ihn empor und banden ihn fest mit den Seilen, spannten die weißen Segel mit stark geflochtenen Riemen. Hoch auf wölbte der Wind
das volle Segel, und donnernd wogte die purpurne Flut um den Kiel des gleitenden Schiffes. Schnell durchlief es die Wogen in unaufhaltsamer Eile. Als sie nun die Geräte des schwarzen Schiffes befestigt, stellten sie Kelche hin, bis oben mit Weine gefüllet, und sie gossen des Weins für alle unsterblichen Götter, aber am meisten für Zeus' blauäugichte Tochter Athene, welche die ganze Nacht und den Morgen die Wasser beschiffte. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Dritter Gesang. Telemachos von Nestor, der am Gestade opfert, gastfrei empfangen, fragt nach des Vaters Rückkehr. Nestor erzählt, wie er selbst und wer sonst von Troja gekehrt sei. Er mahnt den Telemachos zur Tapferkeit gegen die Freier und rät ihm, bei Menelaos sich zu erkundigen. Der Athene, die als Adler verschwand, gelobt Nestor eine Kuh. Telemachos, von Nestor geherbergt. Am Morgen nach vollbrachtem Opfer fährt er mit Nestors Sohne Peisistratos nach Sparta, wo sie den anderen Abend ankommen. Jetzo erhub sich die Sonn aus ihrem strahlenden Teiche auf zum ehernen Himmel, zu leuchten den ewigen Göttern und den sterblichen Menschen auf lebenschenkender Erde. Und die Schiffenden kamen zur wohlgebauten Pylos, Neleus Stadt. Dort brachten am Meergestade die Männer schwarze Stiere zum Opfer dem bläulich gelockten Poseidon. 9 war der Bänke Zahl, 500 saßen auf jeder. Jede von diesen gab 9 Stiere. Sie kosteten jetzo alle der Eingeweide und brannten dem Gotte die Lenden. Jene steuerten an Land und zogen die Segel herunter, banden das gleich gezimmerte Schiff und stiegen ans Ufer. Auch Telemachos stieg aus dem Schiffe, geführt von der Göttin. Ihn erinnerte Zeus' blauäugichte Tochter Athene. Jetzo, Telemachos, brauchst du dich keineswegs zu scheuen. Darum bist du die Wogen durchschifft, nach dem Vater zu forschen, wo ihn die Erde verbirgt und welches Schicksal ihn hinnahm. Auf denn und gehe gerade zum rossebändiger Nestor, dass wir sehen, was etwa sein Herz für Rat dir bewahre. Aber du musst ihm flehen, dass er die Wahrheit verkünde. Lügen wird er nicht reden, denn er ist viel zu verständig. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Mentor, wie geh ich doch und wie begrüße ich den König? Unerfahren bin ich in wohlgeordneten Worten, und ich scheue mich auch, als Jüngling den Greis zu befragen. Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene: Einiges wird dein Herz dir selber sagen, o Jüngling,
anderes wird dir ein Gott eingeben. Ich denke, du bist nicht ohne waltende Götter geboren oder erzogen. Als sie die Worte geredet, da wandelte Pallas Athene eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin, und sie erreichten die Sitze der pylischen Männer, wo Nestor saß mit seinen Söhnen, und rings die Freunde zur Mahlzeit eilten, das Fleisch zu braten und andres an Spieße zu stecken. Als sie die Fremdlinge sahen, da kamen sie alle bei Haufen, reichten grüßend die Händ und nötigten beide zum Sitze. Nestors Sohn vor allen, Peisistratos, nahte sich ihnen, nahm sie beid an der Hand und hieß sie sitzen am Mahle, auf dickwollichten Fellen, am Kieselsande des Meeres, seinem Vater zur Seit, und Thrasymedes, dem Bruder, legte vor jeden ein Teil der Eingeweide und schenkte Wein in den goldenen Becher und reicht ihn mit herzlichem Handschlag Pallas Athenen, der Tochter des wetterleuchtenden Gottes. Bete jetzt, o Fremdling, zum Meerbeherrscher Poseidon, denn ihr findet uns hier an seinem heiligen Mahle. Hast du der Sitte gemäß dein Opfer gebracht und gebetet, dann gib diesem den Becher mit herzerfreuendem Weine zum Trankopfer. Er wird doch auch die Unsterblichen gerne anflehen, denn es bedürfen ja alle Menschen der Götter. Aber er ist der Jüngste mit mir von einerlei Alter, darum bring ich dir zuerst den goldenen Becher. Also sprach er und reicht ihr den Becher voll duftenden Weines. Und Athene ward froh des gerechten, verständigen Mannes, weil er ihr zuerst den goldenen Becher gereichet. Und sie betete viel zum Meerbeherrscher Poseidon. Höre mich, Poseidaon, du Erdumgürter, verwirf nicht unser frommes Gebet, erfülle, was wir begehren. Nestorn kröne vor allen und Nestors Söhne mit Ehre und erfreue dann auch die andern Männer von Pylos für ihr herrliches Opfer mit reicher Wiedervergeltung. Mich und Telemachos lass heimkehren als frohe Vollender dessen, warum wir hierher im schnellen Schiffe gekommen. Also betete sie und erfüllte selbst die Bitte, reichte Telemachos drauf den schönen doppelten Becher. Ebenso betete jetzt der geliebte Sohn von Odysseus. Als sie das Fleisch nun gebraten und von den Spießen gezogen, teilten sie's allen umher und feierten das prächtige Gastmahl. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, sprach der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor: Jetzo ziemt es sich besser, die fremden Gäste zu fragen, wer sie seien, nachdem sie ihr Herz mit Speise gesättigt. Fremdlinge, sagt,
wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge? Habt ihr wo ein Gewerb? Oder schweift ihr ohne Bestimmung hin und her auf der See, wie küstenumirrende Räuber, die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden? Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen ohne Furcht, denn ihm goss Athene Mut in die Seele, dass er nach Kundschaft forschte vom lang abwesenden Vater und sich selber ein gutes Gerücht bei den Menschen erwürbe. Nestor, Neleus Sohn, du großer Ruhm der Achaier, fragst, von wannen wir seien. Ich will dir alles erzählen. Siehe, von Ithaka her, am Neion, sind wir gekommen, nicht in Geschäften des Volks, im eigenen. Dieses vernimm jetzt, meines edlen Vaters verbreiteten Ruhm zu erforschen, reis ich umher, Odysseus, des Leidengeübten, der ehemals, sagt man, streitend mit dir die Stadt der Troer zerstört hat. Von den übrigen allen, die einst vor Ilion kämpften, hörten wir doch, wie jeder dem grausamen Tode dahinsank. Aber von jenem verbarg sogar das Ende Kronion. Niemand weiß uns den Ort zu nennen, wo er gestorben, ob er auf festem Lande von feindlichen Männern vertilgt sei oder im stürmenden Meere von Amphitritens Gewässern. Darum fleh ich dir jetzo, die Knie umfassend, du wollest seinen traurigen Tod mir verkündigen, ob du ihn selber ansahst oder vielleicht von einem irrenden Wanderer ihn erfuhrst. Denn ach, zum Leiden gebar ihn die Mutter. Aber schmeichle mir nicht aus Schonung oder aus Mitleid, sondern erzähle mir treulich, was deine Augen gesehen. Flehend beschwör ich dich, hat je mein Vater Odysseus einen Wunsch dir gewährt, mit Worten oder mit Taten in dem troischen Lande, wo Not euch Achaier umdrängte, dass du dessen gedenkend mir jetzo Wahrheit verkündest. Ihm antwortete drauf der Rossebändiger Nestor: Lieber, weil du mich doch an jene Trübsal erinnerst, die wir tapfern Achaier im troischen Lande geduldet, wann wir jetzt mit den Schiffen im dunkelwogenden Meere irrten nach Beute umher, wohin Achilleus uns führte, jetzt um die große Stadt des herrschenden Priamos kämpften. Dort verloren ihr Leben die tapfersten aller Achaier. Dort liegt Ajas, ein Held gleich Ares, dort auch Achilleus, dort sein Freund Patroklos, an Rat den Unsterblichen ähnlich, dort mein geliebter Sohn Antilochos, tapfer und edel, rüstig vor allen Achaiern im Lauf und rüstig im Streite. Und wir haben auch sonst noch viele Leiden erduldet. Welcher sterbliche Mensch vermöchte sie alle zu nennen? Bliebest du auch 5 Jahr und 6 nacheinander und forschtest alle Leiden von mir,
der edlen Achaier, du würdest überdrüssig vorher in deine Heimat zurückgehen. Denn 9 Jahre hindurch erschöpften wir, ihnen zu schaden, alle Listen des Kriegs, und kaum vollbracht es Kronion. Da war keiner im Heere, der sich mit jenem an Klugheit maß. Allübersehend erfand der edle Odysseus alle Listen des Kriegs. Dein Vater, woferne du wirklich seines Geschlechtes bist, mit Staunen erfüllt mich der Anblick. Auch dein Reden gleichet ihm ganz. Man sollte nicht glauben, dass ein jüngerer Mann so gut zu reden verstünde. Damals sprachen wir nie, ich und der edle Odysseus, weder im Rat verschieden, noch in des Volkes Versammlung, sondern eines Sinns ratschlagten wir beide mit Klugheit und mit Bedacht, wie am besten das Wohl der Achaier gediehe. Als wir die hohe Stadt des Priamos endlich zerstöret, gingen wir wieder zu Schiff. Allein Gott trennte die Griechen. Damals beschloss Kronion im Herzen die traurigste Heimfahrt für das argeiische Heer, denn sie waren nicht alle verständig noch gerecht. Drum traf so viele das Schreckenverhängnis. Siehe, des mächtigen Zeus blauäugichte Tochter entzweite, zürnender Rache voll, die beiden Söhne von Atreus. Diese beriefen das Heer zur allgemeinen Versammlung, aber verkehrt, nicht der Ordnung gemäß, da die Sonne sich neigte, und es kamen, vom Weine berauscht, die Söhne der Griechen. Jetzo trugen sie vor, warum sie die Völker versammelt. Menelaos ermahnte das ganze Heer der Achaier, über den weiten Rücken des Meers nach Hause zu schiffen. Aber sein Rat missfiel Agamemnon gänzlich. Er wünschte, dort das Volk zu behalten und Hekatomben zu opfern, dass er den schrecklichen Zorn der beleidigten Göttin versöhnte. Thor, er wusste nicht, dass sein Beginnen umsonst war, denn nicht schnell ist der Zorn der ewigen Götter zu wandeln. Also standen sie beid und wechselten heftige Worte, und es erhuben sich die schön geharnischten Griechen mit unendlichem Lärm, geteilt durch zwiefache Meinung. Beide ruhten die Nacht voll schadenbrütenden Grolles, denn es bereitete Zeus den Achaiern die Strafe des Unfugs. Frühe zogen wir Hälfte die Schiffe in die heilige Meeresflut, brachten die Güter hinein und die schön gegürteten Weiber, aber die andere Hälfte der Heerschar blieb am Gestade, dort bei Atreus Sohn Agamemnon, dem Hirten der Völker. Wir indes in den Schiffen entruderten eilig von dannen, und ein himmlischer bahnte das ungeheure Gewässer. Als wir gen Tenedos kamen, da opferten alle den Göttern, heimverlangend. Allein noch hinderte Zeus die Heimfahrt, denn der Zürnende sandte von neuem verderbliche Zwietracht.
Einige lenkten zurück die gleich beruderten Schiffe, angeführt von dem tapfern, erfindungsreichen Odysseus, dass sie sich Atreus Sohn Agamemnon gefällig erwiesen. Aber ich flohe voraus mit dem Schiffsheer, welches mir folgte, denn es ahndete mir, dass ein himmlischer Böses verhängte. Tydeus, kriegerischer Sohn, floh auch und trieb die Gefährten. Endlich kam auch zu uns Menelaos, der bräunlich gelockte, als wir in Lesbos noch ratschlagten wegen der Laufbahn, ob wir oberhalb der bergichten Chios die Heimfahrt lenkten auf Psyria zu und jene zur Linken behielten, oder unter Chios am Fuße des stürmischen Mimas. Und wir baten den Gott, uns ein Zeichen zu geben, und dieser deutete uns und befahl, gerade durchs Meer nach Euböa hinzusteuern, damit wir nur schnell dem Verderben entflöhen. Jetzo blies ein säuselnder Wind in die Segel der Schiffe, und sie durchliefen in Eile die Pfade der Fische und kamen nachts vor Gereistos an. Hier brannten wir Poseidaon viele Lenden der Stiere zum Dank für die glückliche Meerfahrt. Jetzt war der 4. Tag, als in Argos mit seinen Genossen landete Tydeus Sohn, Diomedes, der Rossebezähmer. Aber ich setzte den Lauf nach Pylos fort, und der Fahrwind hörte nicht auf zu wehen, den uns der Himmlische sandte. Also kam ich, mein Sohn, ohne alle Kundschaft, und weiß nicht, welche von den Achaiern gestorben sind oder noch leben. Aber so viel ich hier im Hause sitzend erkundet, will ich, wie sich's gebührt, anzeigen und nichts dir verhehlen. Glücklich kamen, wie's heißt, die streitbaren Myrmidonen, angeführt von dem trefflichen Sohne des großen Achilleus, glücklich auch Philoktetes, der glänzende Sohn des Pöas. Auch Idomeneus brachte gen Kreta alle Genossen, welche dem Krieg entflohn, und keinen raubte das Meer ihm. Endlich von des Atreiden Zurückkunft habt ihr Entfernten selber gehört, wie Ägisthos den traurigsten Tod ihm bereitet. Aber wahrlich, er hat ihn mit schrecklicher Rache gebüßet. O wie schön, wenn ein Sohn von einem erschlagenen Manne nachbleibt. Also hat jener am Meuchelmörder Agisthos Rache geübt, der ihm den herrlichen Vater ermordet. Auch du, lieber, denn groß und stattlich bist du von Ansehen, halte dich wohl, dass einst die spätesten Enkel dich preisen. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Nestor, Neleus Sohn, du großer Ruhm der Achaier, schreckliche Rache hat jener geübt, und weit in Achaia wird erschallen sein Ruhm, ein Gesang der spätesten Enkel. O beschieden auch mir so viele Stärke die Götter, dass ich den Übermut der rasenden Freier bestrafte, welche mir immer zum Trotz die schändlichsten Greuel ersinnen.
aber versagt ward mir ein solches Glück von den Göttern, meinem Vater und mir. Nun gilt nichts weiter als dulden. Ihm antwortete drauf der rossebändiger Nestor: Lieber, weil du mich doch an jenes erinnerst, man sagt ja, dass um deine Mutter ein großer Haufe von Freiern dir zum Trotz im Palaste so viel Unarten beginne. Sprich, erträgst du das Joch freiwillig, oder verabscheuen dich die Völker des Landes, gewarnt durch göttlichen Ausspruch? Aber wer weiß, ob jener nicht einst, ein Rächer des Aufruhrs, kommt, er selber, allein oder auch mit allen Achaiern. Liebte sie dich so herzlich, die heilige Pallas Athene, wie sie einst für Odysseus, den hochberühmten, besorgt war, in dem troischen Lande, wo Not uns Achaier umdrängte. Niemals sah ich so klar die Zeichen göttlicher Obhut, als sich Pallas Athene für ihren Geliebten erklärte. Liebte sie dich so herzlich und waltete deiner so sorgsam. Mancher von jenen vergäße der hochzeitlichen Gedanken. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Edler Greis, dies Wort wird schwerlich jemals vollendet, denn du sagtest zu viel. Erstaunen muß ich, o nimmer würde die Hoffnung erfüllt, wenn auch die Götter es wollten. Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene: Welche Rede, o Jüngling, ist deinen Lippen entflohen? Leicht bringt Gott, wenn er will, auch fern Verirrte zur Ruhe. Und ich möchte doch lieber nach vielem Jammer und Elend spät zur Heimat kehren und schaun den Tag der Zurückkunft, als heimkehrend sterben am eigenen Herde, wie jener durch Ägisthos Verrat und seines Weibes dahinsank. Nur das gemeine Los des Todes können die Götter selbst nicht wenden, auch nicht von ihrem Geliebten, wenn jetzo ihn die finstere Stunde mit Todesschlummer umschattet. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Mentor, rede nicht weiter davon, wie sehr wir auch trauren. Jener wird nimmermehr heimkehren, sondern es weihten ihn die Unsterblichen längst dem schwarzen Todesverhängnis. Jetzo will ich Nestorn um etwas anderes fragen, ihn, der vor allen Menschen Gerechtigkeit kennet und Weisheit. Denn man saget, er hat 3 Menschenalter beherrschet. Darum scheinet er mir ein Bild der unsterblichen Götter. Nestor, Neleus Sohn, verkünde mir lautere Wahrheit. Wie starb Atreus Sohn, der große Held Agamemnon? Wo war denn Menelaos? Und welchen listigen Anschlag fand der Meuchler Ägisthos, den stärkeren Mann zu ermorden? War er etwa noch nicht im achaiischen Argos und irrte unter den Menschen umher, dass der sich des Mordes erkühnte? Ihm antwortete drauf der rossebändiger Nestor: Gerne will ich, mein Sohn, dir lautere Wahrheit verkünden. Siehe,
du kannst es dir leicht vorstellen, wie es geschehen ist. Hätt er Aigisthos noch lebendig im Hause gefunden, als er von Ilion kehrte, der Held Menelaos Atreides, niemand hätte den Toten mit lockerer Erde beschüttet, sondern ihn hätten die Hund und die Vögel des Himmels gefressen, liegend fern von der Stadt auf wüstem Gefild, und es hätte keine Achaierin ihn, den Hochverräter, beweinet. Während wir andern dort viel blutige Schlachten bestanden, saß er ruhig im Winkel der Rosse nährenden Argos und liebkoste dem Weib Agamemnons mit süßem Geschwätze. Anfangs hörte sie zwar den argen Verführer mit Abscheu, Klytämnestra, die Edle, denn sie war gut und verständig. Auch war ein Sänger bei ihr, dem Agamemnon besonders, als er gen Ilion fuhr, sein Weib zu bewahren vertraute. Aber da sie die Götter in ihr Verderben bestrickten, führt Aigisthos den Sänger auf eine verwilderte Insel, wo er ihn zur Beute, dem Raubgevögel, zurückließ, führte dann liebend das liebende Weib zu seinem Palaste, opferte Rinder und Schaf auf der Götter geweihten Altären und behängte die Tempel mit Gold und feinem Gewebe, weil er das große Werk, das Unerhoffte, vollendet. Jetzo segelten wir zugleich von Ilions Küste, Menelaos und ich, vereint durch innige Freundschaft. Aber am attischen Ufer, bei Sunions heiliger Spitze, siehe, da ward der Pilot des menelaischen Schiffes von den sanften Geschossen Apollons plötzlich getötet, haltend in seinen Händen das Steuer des laufenden Schiffes. Phrontis, Onetors Sohn, der vor allen Erdebewohnern durch der Orkane Tumult ein Schiff zu lenken berühmt war. Also ward Menelaos, wie sehr er auch eilte, verzögert, um den Freund zu begraben und Totengeschenke zu opfern. Aber da nun auch jener, die dunkeln Wogen durchsegelnd, seine gerüsteten Schiffe zum hohen Gebirge Maleia hatte geführt, da verhängte der Gott weithallender Donner ihm die traurigste Fahrt, sandt ihm laut brausende Stürme, und hoch wogten wie Berge die ungeheuren Gewässer. Plötzlich zerstreute er die Schiffe, die meisten verschlug er gen Kreta, wo der Kydonen Volk des Jardanos Ufer umwohnet. An der gordynischen Grenz, im dunkel wogenden Meere, türmt sich ein glatter Fels den drängenden Fluten entgegen, die der gewaltige Süd an das linke Gebirge von Phaistos stürmt, und der kleine Fels hemmt große, brandende Fluten. Dorthin kamen die meisten, und kaum entflohn dem Verderben noch die Männer. Die Schiffe zerschlug an den Klippen die Brandung. Aber die übrigen 5 der blau geschnäbelten Schiffe wurden von Sturm und Woge zum Strom Ägyptos getrieben. Allda fuhr Menelaos bei unverständlichen Völkern mit den Schiffen umher,
viel Gold und Schätze gewinnend. Unterdessen verübte zu Haus Ägisthos die Schandtat, bracht Agamemnon um und zwang das Volk zum Gehorsam. 7 Jahre beherrscht er die schätzereiche Mykene, aber im 8. kam zum Verderben der edle Orestes von Athenä zurück und nahm von dem Meuchler Ägisthos blutige Rache, der ihm den herrlichen Vater ermordet, brachte dann mit dem Volk ein Opfer bei dem Begräbnis seiner abscheulichen Mutter und ihres feigen Ägisthos. Eben den Tag kam auch der Rufer im Streit Menelaos mit unendlichen Schätzen, so viel die Schiffe nur trugen. Auch du, lieber, irre nicht lange fern von der Heimat, da du alle dein Gut und so unbändige Männer in dem Palaste verließest, damit sie nicht alles verschlingen, deine Güter sich teilend und fruchtlos ende die Reise. Aber ich rate dir doch, zu Atreus Sohn Menelaos hinzugehen, der neulich aus fernen Landen zurückkam, von entlegenen Völkern, woher kein Sterblicher jemals hoffen durfte zu kommen, den Sturm und Woge so weithin über das Meer verschlugen, woher auch selbst nicht die Vögel fliegen können im Jahre, so furchtbar und weit ist die Reise. Eil und gehe sogleich im Schiffe mit deinen Gefährten. Oder willst du zu Lande, so fordere Wagen und Rosse, meine Söhne dazu. Sie werden dich sicher gen Sparta führen, der prächtigen Stadt Menelaos, des bräunlich Gelockten. Aber du musst ihm flehen, dass er die Wahrheit verkünde. Lügen wird er nicht reden, denn er ist viel zu verständig. Also sprach er. Da sank die Sonn und dunkel erhob sich. Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene. Wahrlich, o Greis, du hast mit vieler Wahrheit geredet, aber schneidet jetzo die Zungen und mischet des Weines, dass wir Poseidon und allen unsterblichen Göttern opfern und schlafen gehen. Die Stunde gebeut uns zu ruhen, denn schon sinket das Licht in Dämmerung. Länger geziemt sich's nicht, am Mahle der Götter zu sitzen, sondern zu gehen. Also die Tochter Zeus und jene gehorchten der Rede. Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände. Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit dem Getränke, teilten dann rechts herum die voll gegossenen Becher, und sie verbrannten die Zungen und opferten stehend des Weines. Als sie ihr Opfer vollbracht und nach Verlangen getrunken, machte Athene sich auf und Telemachos, göttlich von Bildung, wieder von dannen zu gehen zu ihrem geräumigen Schiffe. Aber Nestor verbot es mit diesen strafenden Worten: Zeus verhüte doch dieses und alle unsterblichen Götter, dass ihr jetzo von mir zum schnellen Schiffe hinabgeht, gleich als wär ich ein Mann in Lumpen oder ein Bettler, der nicht viele Mäntel und weiche Decken besäße, für sich selber zum Lager und für besuchende Freunde.
aber ich habe genug der Mäntel und prächtigen Decken. Wahrlich, nimmer gestatt ich des großen Mannes Odysseus Sohne auf dem Verdeck des Schiffes zu ruhen, solang ich lebe. Und dann auch werden noch Kinder bleiben im Hause, einen Gast zu bewirten, der meine Wohnung besuchet. Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene: Edler Greis, du hast sehr wohl geredet, und gerne wird Telemachos dir gehorchen, denn es gebührt sich. Dieser gehe denn jetzo mit dir zu deinem Palaste, dort zu ruhn. Allein ich muß zum schwärzlichen Schiffe gehen, unsere Freunde zu stärken und alles zu ordnen. Denn von allen im Schiffe bin ich der einzige Alte. Jünglinge sind die andern, die uns aus Liebe begleiten, allesamt von des edlen Telemachos blühendem Alter. Allda will ich die Nacht am schwarzen, gebogenen Schiffe ruhn und morgen früh zu den großgesinnten Kaukonen gehen, dass ich die Schuld, die weder neu noch gering ist, mir einfordre. Doch diesen, den Gastfreund deines Palastes, send im Wagen gen Sparta, vom Sohne begleitet, und gib ihm zum Gespanne die schnellsten und unermüdlichsten Rosse. Also redete Zeus' blauäugichte Tochter, und schwebte plötzlich ein Adler empor. Da erstaunte die ganze Versammlung. Wundernd stand auch der Greis, da seine Augen es sahen, faßte Telemachos Hand und sprach mit freundlicher Stimme: Lieber, ich hoffe, du wirst nicht feige werden noch kraftlos, denn es begleiten dich schon als Jüngling waltende Götter. Siehe, kein anderer war's der himmelsbewohnenden Götter als des allmächtigen Zeus siegprangende Tochter Athene, die auch deinen Vater vor allen Achaiern geehrt hat. Herrscherin, sei uns gnädig und krön uns mit glänzendem Ruhme, mich und meine Kinder und meine teure Genossin. Dir will ich opfern ein jähriges Rind, breitstirnig und fehllos, unbezwungen vom Stier und nie zum Joche gebändigt. Dieses will ich dir opfern, mit Gold die Hörner umzogen. Also sprach er flehend, ihn hörte Pallas Athene, und der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor, führte die Eidam und Söhne zu seinem schönen Palaste. Als sie den hohen Palast des Königs jetzo erreichten, setzten sich alle in Reihn auf prächtige Throne und Sessel, und den kommenden mischte der Greis von neuem im Kelche süßen balsamischen Wein. Im 11. Jahre des Alters wählte die Schaffnerin ihn und löste den spündenden Deckel. Diesen mischte der Greis und flehte, opfernd des Trankes, fiel zu der Tochter des Gottes mit wetterleuchtendem Schilde. Und als sie ihr Opfer vollbracht und nach Verlangen getrunken, gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen. Aber Telemachos hieß der Rossebändiger Nestor dort im Palaste ruhn, den Sohn
des edlen Odysseus, unter der tönenden Hall im schön gebildeten Bette. Neben ihm ruhte der Held Peisistratos, welcher allein noch unvermählt von den Söhnen in Nestors Hause zurückblieb. Aber er selber schlief im Innern des hohen Palastes, und die Königin schmückte das Ehbett ihres Gemahles. Als nun die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, da erhub sich vom Lager der rossebändiger Nestor, ging hinaus und setzte sich auf gehauene Steine vor der hohen Pforte des schön gebauten Palastes, weiß und glänzend wie Öl. Auf diesen pflegte vor Alters Neleus sich hinzusetzen, an Rat den Unsterblichen ähnlich. Aber er war schon tot und in der Schattenbehausung. Nun saß Nestor darauf, der gerenische Hüter der Griechen, seinen Stab in der Hand. Da sammelten sich um den Vater eilend aus den Gemächern Echephron, Stratios, Perseus und Aretos, der Held, und der göttliche Thrasymedes. Auch der sechste der Brüder, Peisistratos, eilte zu Nestor, und sie setzten den schönen Telemachos neben den Vater. Unter ihnen begann der rossebändiger Nestor: Hurtig, geliebteste Kinder, erfüllt mir dieses Verlangen, dass ich vor allen Göttern Athenens Gnade gewinne, welche mir sichtbar erschien am festlichen Mahle Poseidons. Gehe denn einer aufs Feld, damit in Eile zum Opfer komme die Kuh, geführt vom Hirten der weidenden Rinder. Einer gehe hinab zu des edlen Telemachos Schiffe, seine Gefährten zu rufen, und lasse nur zween zur Bewahrung. Einer heiße hieher den Meister in Golde Laerkes kommen, dass er mit Gold des Rindes Hörner umziehe. Aber ihr übrigen bleibt hier allesamt und gebietet, drinnen im hohen Palaste den Mägden ein Mahl zu bereiten und uns Sessel und Holz und frisches Wasser zu bringen. Also sprach er, und emsig enteilten sie alle. Die Kuh kam aus dem Gefild, es kamen vom gleich gezimmerten Schiffe auch Telemachos Freunde, es kam der Meister in Golde, alle Schmiedegeräte, der Kunstvollender in Händen, seinen Hammer und Amboss und seine gebogene Zange, auszubilden das Gold. Es kam auch Pallas Athene zu der heiligen Feier. Der rossebändiger Nestor gab ihm Gold, und der Meister umzog die Hörner des Rindes, künstlich, dass sich die Göttin am prangenden Opfer erfreute. Stratios führte die Kuh am Horn und der edle Echephron. Aber Aretos trug im blumigen Becken das Wasser aus der Kammer hervor, ein Körbchen voll heiliger Gerste in der linken. Es stand der kriegerische Thrasymedes, eine geschliffene Axt in der Hand, die Kuh zu erschlagen. Perseus hielt ein Gefäß, das Blut zu empfangen. Der Vater wusch zuerst sich die Händ und streute die heilige Gerste,
flehte dann viel zu Athenen und warf in die Flamme das Stirnhaar. Als sie jetzo gefleht und die heilige Gerste gestreuet, trat der mutige Held Thrasymedes näher und haute zu. Es zerschnitt die Axt die Sehnen des Nackens, und kraftlos stürzte die Kuh in den Sand, und jammernd beteten jetzo alle Töchter und Schnür und die ehrenvolle Gemahlin Nestors, Eurydike, die erste von Klymenos Töchtern. Aber die Männer beugten das Haupt der Kuh von der Erde auf. Da schlachtete sie Peisistratos, Führer der Menschen. Schwarz entströmte das Blut, und der Geist verließ die Gebeine. Jene zerhauten das Opfer und schnitten nach dem Gebrauche eilig die Lenden aus, umwickelten diese mit Fette und bedeckten sie drauf mit blutigen Stücken der Glieder. Und sie verbrannte der Greis auf dem Scheitholz, sprengte darüber dunkeln Wein, und die Jüngling umstanden ihn mit dem Fünfzack. Als sie die Lenden verbrannt und die Eingeweide gekostet, schnitten sie auch das übrige klein und steckten's an Spieße, drehten die spitzigen Spieß in der Hand und brieten's mit Vorsicht. Aber den blühenden Jüngling Telemachos badet indessen Polykaste, die Schöne, die jüngste Tochter des Nestor. Als sie ihn jetzo gebadet und drauf mit Öle gesalbet, da umhüllte sie ihm den prächtigen Mantel und Leibrock. Und er stieg aus dem Bad, an Gestalt den Unsterblichen ähnlich, ging und setzte sich hin bei Nestor, dem Hirten der Völker. Als sie das Fleisch nun gebraten und von den Spießen gezogen, setzten sie sich zum Mahle. Die edlen Jünglinge schöpften aus dem Kelche den Wein und verteilten die goldenen Becher. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, sprach der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor: Eilt, geliebteste Kinder, und bringt schön mähnichte Rosse, spannt sie schnell vor den Wagen, Telemachos Reise zu fördern. Also sprach er, ihn hörten die Söhne mit Fleiß und gehorchten. Eilend spannten sie vor den Wagen die hurtigen Rosse, aber die Schaffnerin legt in den Wagen die köstliche Zehrung, Brot und feurigen Wein und göttlicher Könige Speisen. Und Telemachos stieg auf den künstlich gebildeten Wagen. Nestors mutiger Sohn Peisistratos, Führer der Menschen, setzte sich neben ihn und hielt in den Händen die Zügel. Treibend schwang er die Geißel, und willig enteilten die Rosse in das Gefild und verließen die hochgebauete Pylos. Also schüttelten sie bis zum Abend das Joch an den Nacken, und die Sonne sank und dunkel umhüllte die Pfade, und sie kamen gen Pherai, zur Burg des edlen Diokles, welchen Alpheios Sohn Orsilochos hatte gezeuget, ruhten bei ihm die Nacht und wurden freundlich bewirtet. Als die dämmernde Frühe
mit Rosenfingern erwachte, rüsteten sie ihr Gespann und bestiegen den prächtigen Wagen, lenkten darauf aus dem Tore des Hofs und der tönenden Halle. Treibend schwang er die Geißel, und willig enteilten die Rosse und durchliefen behende die Weizenfelder, und jetzo war die Reise vollbracht. So flogen die hurtigen Rosse, und die Sonne sank, und dunkel umhüllte die Pfade. Ich selber weiß es nicht, denn von selbst weiß niemand, wer ihn bezeuget. Wär ich doch lieber der Sohn von einem glücklichen Manne, den bei seiner Habe das ruhige Alter beschliche. Aber der unglückseligste aller sterblichen Menschen ist, wie man sagt, mein Vater, weil du mich darum befragtest. Drauf antwortete Zeus' blauäugigste Tochter Athene: Nun, so werden die Götter doch nicht den Namen des Hauses tilgen, da solchen Sohn ihm Penelopeia geboren. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Was für ein Schmaus ist hier und Gesellschaft? Gibst du ein Gastmahl oder ein Hochzeitfest? Denn keinem Belag ist es ähnlich. Dafür scheinen die Gäste mit zu unbändiger Frechheit mir in dem Saale zu schwärmen. Ereifern müsste die Seele jedes vernünftigen Manns, der solche Gräuel mit ansäh. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Fremdling, weil du mich fragst und so genau dich erkundest, ehemals konnte dies Haus vielleicht begütert und glänzend heißen, da jener noch im Vaterlande verweilte. Aber nun haben es anders die grausamen Götter entschieden, welche den herrlichen Mann vor allen Menschen verdunkelt. Ach, ich trauerte selbst um den Tod des Vaters nicht so sehr, wär er mit seinen Genossen im Lande der Troer gefallen oder den Freunden im Arme, nachdem er den Krieg vollendet. Denn ein Denkmal hätte ihm das Volk der Achaier errichtet, und so wäre zugleich sein Sohn bei den Enkeln verherrlicht. Aber er ward unrühmlich ein Raub der wilden Harpyen, weder gesehen noch gehört verschwand er und ließ mir zum Erbteil Jammer und Weh. Doch jetzo bewein ich nicht jenen allein mehr. Ach, es bereiten mir die Götter noch andere Leiden. Alle Fürsten, so viel in diesen Inseln gebieten, in Dulichion, Same, der waldbewachsenen Zakynthos und so viele hier in der felsichten Ithaka herrschen, alle werben um meine Mutter und zehren das Gut auf, aber die Mutter kann die aufgedrungene Vermählung nicht ausschlagen und nicht vollziehen. Nun verprassen die Schwelger all mein Gut und werden in kurzem mich selber zerreißen. Und mit zürnendem Schmerz antwortete Pallas Athene: Götter, wie sehr bedarfst du des lang abwesenden Vaters, dass sein furchtbarer Arm die schamlosen Freier bestrafe. Wenn er doch jetzo käm und vorn in der Pforte des Saales stünde, mit Helm und Schild und 2 Lanzen bewaffnet, so an Gestalt, wie ich ihn zum ersten Male gesehen, da er aus Ephyra kehrend von Ilos, Mimeros Sohne, sich in unserer Burg beim gastlichen Becher erquickte. Denn dorthin war Odysseus im schnellen Schiffe gesegelt, menschentötende Säfte zu holen, damit er die Spitze seiner gefiederten Pfeile vergiftete. Aber sie gab ihm Ilos nicht, denn er scheute den Zorn der unsterblichen Götter. Aber mein Vater gab ihm das Gift, weil er herzlich ihn liebte. Wenn doch in jener Gestalt Odysseus den Freiern erschiene, bald wär ihr Leben gekürzt und ihnen die Heirat verbittert. Aber dieses ruhet im Schoße der seligen Götter, ob er zur Heimat kehrt und einst in diesem Palaste Rache vergilt
oder nicht? Dir aber gebiet ich, zu trachten, dass du der Freier Schar aus deinem Hause vertreibest. Lieber, wohlan, merk auf und nimm die Rede zur Hand, und sprach leise zu ihr, damit es die andern nicht hörten. Lieber Gastfreund, wirst du mir auch die Rede verargen? Diese können sich wohl bei Saitenspiel und Gesange freuen, da sie ungestraft des Mannes habe verschwelgen, dessen weißes Gebein vielleicht schon an fernem Gestade modert im Regen, vielleicht von den Meereswogen gewälzt wird. Sähen sie jenen einmal zurück in Ithaka kommen, alle wünschten gewiss sich lieber noch schnellere Füße, als noch größere Last an Gold und prächtigen Kleidern. Aber es war sein Verhängnis, so hinzusterben, und keine Hoffnung erfreuet uns mehr, wenn auch zuweilen ein Fremdling sagt, er komme zurück. Der Tag ist auf immer verloren. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Wer, wes Volkes bist du, und wo ist deine Geburtsstadt? Und in welcherlei Schiff kamst du? Wie brachten die Schiffer dich nach Ithaka her? Was rühmen sich jene vor Leute? Denn unmöglich bist du doch hier zu Fuß gekommen. Dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse, bist du in Ithaka noch ein Neuling oder ein Gastfreund meines Vaters? Denn unser Haus besuchten von jeher viele Männer, und er mocht auch mit Leuten wohl umgehen. Drauf antwortete Zeus' blauäugigste Tochter Athene: Dieses will ich dir alles und nach der Wahrheit erzählen. Mentes, Anchialos Sohn des kriegserfahrenen Helden, rühm ich mich und beherrsche die ruderliebenden Taphos. Jetzo schifft ich hier an, denn ich steuere mit meinen Genossen über das dunkle Meer zu unverständlichen Völkern, mir in Temesa Kupfer für blinkendes Eisen zu tauschen. Und mein Schiff liegt außer der Stadt am freien Gestade, in der reitrischen Bucht, an des waldichten Neonfuße. Lange preisen wir schon von den Zeiten unserer Väter uns Gastfreunde. Du darfst nur zum alten Helden Laertes gehen und fragen, der jetzt, wie man sagt, nicht mehr in die Stadt kommt, sondern in Einsamkeit auf dem Lande sein Leben vertrauret. Bloß von der Alten bedient, die ihm sein Essen und Trinken vorsetzt, wann er einmal vom fruchtbaren Rebengefilde, wo er den Tag hinschleicht, mit müden Gliedern zurückwankt. Aber ich kam, weil es hieß, dein Vater wäre nun endlich heimgekehrt. Doch ihm wären vielleicht die Götter die Heimkehr. Denn noch starb er nicht auf Erden, der edle Odysseus, sondern er lebt noch, wo in einem umflossenen Eiland auf dem Meere der Welt ihn halten grausame Männer, wilde Barbaren, die dort mit Gewalt zu bleiben ihn zwingen. Aber ich will dir annitzt weissagen, wie es die Götter mir in die Seele gelegt und wie's wahrscheinlich geschehen wird. Denn kein Seher bin ich, noch Flüge zu deuten erleuchtet. Nicht mehr lange bleibt er von seiner heimischen Insel ferne, nicht lange mehr, und hielten ihn eiserne Bande. Sinnen wird er auf Flucht, und reich ist sein Geist an Erfindung. Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Bist du mit dieser Gestalt ein leiblicher Sohn von Odysseus? Wundergleich bist du ihm, an Haupt und Glanze der Augen. Denn oft haben wir so uns zueinander gesellet, ehe er gen Troja fuhr mit den übrigen Helden Achaias. Seitdem hab ich Odysseus und jener mich nicht gesehen. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Dieses will ich dir, Freund, und nach der Wahrheit erzählen. Meine Mutter, die sagt es, er sei mein Vater von den Gipfeln des hohen Olympos, stand nun in Ithakas Stadt am Tore des Helden Odysseus vor der Schwelle des Hofs und hielt die eherne Lanze, gleich dem Freunde des Hauses, dem Fürsten der Taphier Mentes.
Aber die mutigen Freier erblickte sie an des Palastes Pforte, wo sie ihr Herz mit Steineschieben ergötzten, hin auf Häuten der Rinder gestreckt, die sie selber geschlachtet. Herold eilten umher und fleißige Diener im Hause. Jene mischten für sie den Wein in den Kelchen mit Wasser. Diese säuberten wieder mit lockern Schwämmen die Tische, stellten in Reihen sie hin und teilten die Menge des Fleisches. Pallas erblickte zuerst Telemachos, ähnlich den Göttern. Unter den Freiern saß er mit traurigem Herzen, denn immer schwebte vor seinem Geiste das Bild des trefflichen Vaters. Ob er nicht endlich käme, die Freier im Hause zerstreute und, mit Ehre gekrönt, sein Eigentum wieder beherrschte. Dem nachdenkend saß er bei jenen, erblickte die Göttin und ging schnell nach der Pforte des Hofs, unwillig im Herzen, dass ein Fremder so lang an der Türe harrte, empfing sie, drückt ihr die rechte Hand und nahm die eherne Lanze, redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte. Freue dich, fremder Mann, sei uns willkommen, und hast du dich mit Speise gestärkt, dann sage, was du begehrest. Also sprach er und ging, ihm folgete Pallas Athene. Als sie jetzt in den Saal des hohen Palastes gekommen, trug er die Lanz in das schön getäfelte Speerbehältnis, an die hohe Säule sie lehnend, an welcher noch viele andere Lanzen stunden, des leidengeübten Odysseus. Pallas führt er zum Thron und bereitet ein Polster ihr unter, schön und künstlich gewirkt. Ein Schemel stützte die Füße. Neben ihr setzt er sich selbst auf einen prächtigen Sessel, von den Freiern entfernt, dass nicht dem Gaste die Mahlzeit durch das wüste Getümmel der Trotzigen wurde verleidet. Und er um Kundschaft ihn von seinem Vater befragte. Eine Dienerin trug in der schönen, goldenen Kanne über dem silbernen Becken das Wasser, beströmte zum Waschen ihnen die Händ und stellte vor sie die geglättete Tafel. Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte das Brot auf, und der Gerichte fiel aus ihrem gesammelten Vorrat. Hierauf kam der Zerleger und bracht in erhobenen Schüsseln allerlei Fleisch und setzte vor sie die goldenen Becher. Und ein geschäftiger Herold versorgte sie reichlich mit Weine. Jetzo kamen auch die mutigen Freier und saßen all in langen Reihen auf prächtigen Thronen und Sesseln. Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände, aber die Mägde setzten gehäufte Körbe mit Brot auf. Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit dem Getränke, und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, dachten die üppigen Freier auf neue Reize der Seelen, auf Gesang und Tanz, des Mahles liebliche Zierden. Und ein Herold reichte die schön gebildete Harfe Phemios hin, der an Kunst des Gesangs vor allen berühmt war. Phemios, der bei den Freiern gezwungen wurde zu singen. Prüfend durchrauscht er die Saiten und hub den schönen Gesang an. Aber Telemachos neigte das Haupt zu Pallas Athene. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchend, rät ihm in Pylos und Sparta nach dem Vater sich zu erkundigen und die schwelgenden Freier aus dem Hause zu schaffen. Er redet das erste Mal mit Entschlossenheit zur Mutter und zu den Freiern. Nacht. Sage mir, Muse, die Taten des viel gewanderten Mannes, welcher so weit geirrt
nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft. Aber die Freunde rettet er nicht, wie eifrig er strebte, denn sie bereiteten selbst durch Missetat ihr Verderben. Toren, welche die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers schlachteten. Siehe, der Gott nahm ihnen den Tag der Zurückkunft. Sage hiervon auch uns ein weniges, Tochter Kronions. Alle die andern, so viel dem verderbenden Schicksal entflohen, waren jetzo daheim, dem Krieg entflohen und dem Meere. Ihn allein, der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte, hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Göttin Kalypso, in der gewölbeten Grotte und wünschte sich ihn zum Gemahle. Selbst da das Jahr nun kam im kreisenden Laufe der Zeiten, da ihm die Götter bestimmt, gen Ithaka wiederzukehren, hatte der Held noch nicht vollendet die müdende Laufbahn, auch bei den Seinigen nicht. Es jammerte seiner die Götter. Nur Poseidon zürnte den göttergleichen Odysseus unablässig, bevor er sein Vaterland wieder erreichte. Dieser war jetzo fern zu den Äthiopen gegangen. Äthiopen, die zwiefach geteilt sind, die äußersten Menschen, gegen den Untergang der Sonnen und gegen den Aufgang, welche die Hekatombe der Stier und Widder ihm brachten. Allda saß er, des Mahls sich freuend. Die übrigen Götter waren alle in Zeus des Olympios Hause versammelt. Unter ihnen begann der Vater der Menschen und Götter, denn er gedachte bei sich des tadellosen Ägisthos, den Agamemnons Sohn, der berühmte Orestes, getötet. Dessen gedacht er jetzo und sprach zu der Götterversammlung: Welche Klagen erheben die Sterblichen wider die Götter? Nur von uns, wie sie schreien, kommt alles übel, und dennoch schaffen die Toren sich selbst dem Schicksal entgegen, ihr Elend. So nahm jetzo Ägisthos dem Schicksal entgegen die Gattin Agamemnons zum Weib und erschlug den kehrenden Sieger, kundig des schweren Gerichts. Wir hatten ihn lange gewarnet, da wir ihm Hermes sandten, den wachsamen Argos-Besieger, weder jenen zu töten, noch um die Gattin zu werben. Denn von Orestes wird einst das Blut Agamemnons gerochen, wann er, ein Jüngling nun, des Vaters Erbe verlanget. So weissagte Hermeias, doch folgte dem heilsamen Rate nicht Ägisthos, und jetzt hat er alles auf einmal gebüßet. Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene: Unser Vater Kronion, der herrschenden Könige Herrscher, seiner verschuldeten Strafe ist jener Verräter gefallen. Möchte doch jeder so fallen, wer solche Taten beginnet. Aber mich kränkt in der Seele des weisen Helden Odysseus Elend, welcher so lang entfernt von den Seinen sich abhärmt, auf der umflossenen Insel, der Mitte des wogenden Meeres. Eine Göttin bewohnt das waldumschattete Eiland, Atlas' Tochter des Allerforschenden, welcher des Meeres dunkle Tiefen kennt und selbst die ragenden Säulen aufhebt, welche die Erde vom hohen Himmel sondern. Dessen Tochter hält den ängstlich harrenden Dulder, immer schmeichelt sie ihm mit sanft liebkosenden Worten, dass er des Vaterlandes vergesse. Aber Odysseus sehnt sich, auch nur den Rauch von Ithakas heimischen Hügeln steigen zu sehen und dann zu sterben. Ist denn bei dir auch kein Erbarmen für ihn, Olympia? Brachte Odysseus nicht bei den Schiffen der Griechen in Trojas weitem Gefilde sühnender Opfer genug? Warum denn zürnest du so
Zeus. Ihr antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion: Welche Rede, mein Kind, ist deinen Lippen entflohen? Oh, wie könnte doch ich des edlen Odysseus vergessen, sein, des weisesten Mannes und der die reichlichsten Opfer uns Unsterblichen brachte, des weiten Himmels Bewohnern. Poseidon verfolgt ihn, der Erdumgürter, mit heißer, unaufhörlicher Rache, weil er den Kyklopen geblendet, Polyphemos, den Riesen, der unter allen Kyklopen, stark wie ein Gott, sich erhebt. Ihn gebar die Nymphe Noosa, Phorkyns Tochter, des Herrschers im Wüstenreiche der Wasser, welche Poseidon einst in dämmernder Grotte bezwungen. Darum trachtet den Helden der Erderschütterer Poseidon nicht zu töten, allein von der Heimat irre zu treiben. Aber wir wollen uns alle zum Rat vereinen, die Heimkehr dieses Verfolgten zu fördern, und Poseidon entsage seinen Zorn, denn nichts vermag er doch wider uns alle, uns unsterblichen Göttern, allein entgegen zu kämpfen. Drauf antwortete Zeus' blauäugigste Tochter Athene: Unser Vater Kronion, der herrschenden Könige Herrscher, ist denn dieses im Rate der seligen Götter beschlossen, dass in sein Vaterland heimkehre der weise Odysseus. Auf, so lasst uns Hermeias, den rüstigen Argos-Besieger, senden hinab zu der Insel Ogygia, dass er der Nymphe mit schön wallenden Locken verkünde den heiligen Ratschluss von der Wiederkehr des leidengeübten Odysseus. Aber ich will gen Ithaka gehen, den Sohn des Verfolgten, mehr zu entflammen und Mut in des Jünglings Seele zu gießen, dass er zu Rat berufe die hauptumlockten Achaier und den Freiern verbiete, die stets mit üppiger Frechheit seine Schafe schlachten und sein schwer wandelndes Hornvieh, will ihn dann senden gen Sparta und zu der sandigen Pylos, dass er nach Kundschaft forsche von seines Vaters Zurückkunft und ein edler Ruf ihn unter den Sterblichen preise. Also sprach sie und band sich unter die Füße die schönen, goldnen, ambrosischen Sohlen, womit sie über die Wasser und das unendliche Land im Hauche des Windes einherschwebt, fasste die mächtige Lanze mit scharfer, eherner Spitze, schwer und groß und stark, womit sie die Scharen der Helden stürzt, wenn im Zorn sich erhebt die Tochter des schrecklichen Vaters. Eilend fuhr sie hinab